Just shut your mouth. You screamed your lungs out in this house when you weren't allowed. Till I forgot who I was. I was totally lost. I got sucked off trust and I still don't get why just seeing my body completely bruised makes me hate myself the most. Get out my way, get out my head, 'cause you and I were far off from fairy tale. We just turn each other crazy, our minds are hazy. You keep asking me how I'm doing lately. Please stay far from me. We just turn each other crazy, our minds are hazy. You keep asking me how I'm doing lately. And please don't follow me. And please don't follow me. And please don't follow me. Get out my way, get out my head, 'cause you and I were far off from fairy tale lands. Leave me alone, I lock the door. And please don't follow. Get out my way, get out my head. Seeing my body completely bruised makes me hate myself. We just turn each other crazy, our minds are hazy. You keep asking me how I'm doing lately. Can you please stay far from me? We just turn each other crazy, our minds are hazy. You keep asking me how I'm doing lately. And please don't follow me. It felt so wrong in many ways, 'cause you and I would always test each other's strength. Leave me alone, I'm not that strong. And please don't follow. It felt so wrong in many ways. My body completely bruised makes me hate myself. We just turn each other crazy, our minds are hazy. You keep asking me how I'm doing lately. Can you please stay far from me? We just turn each other crazy, our minds are hazy. You keep asking me how I'm doing lately. And please don't follow me, 'cause you freak me out. Just shut your mouth. You screamed your lungs out in this house when you weren't allowed. Till I forgot who I was. I was totally lost. I got sucked off trust and I still don't get why just seeing my body completely bruised makes me hate myself the most. Get out my way, get out my head, 'cause you and I were far off from fairy tale. We just turn each other crazy, our minds are hazy. You keep asking me how I'm doing lately. Please stay far from me. We just turn each other crazy, our minds are hazy. You keep asking me how I'm doing lately. And please don't follow me. And please don't follow me. And please don't follow me.
other strength. Leave me alone, I'm not that strong. And please don't follow. It felt so wrong in many ways. My body completely bruised makes me hate myself. We just done each other crazy. I'm light and hazy. You keep asking me how I'm doing lately. Can you please stay far from me? We just done each other crazy. I'm light and hazy. You keep asking me how I'm doing lately. And please don't follow me. 'Cause you freak me out. Just shut your mouth. You screamed your lungs out in this house when you weren't allowed. So I forgot who I was. I was totally lost. I got sucked off trust and I still don't get why just seeing my body completely bruised makes me hate myself the most. Get out my way, get out my head. 'Cause you and I were far off from fairy tale land. We just done each other crazy. I'm light and hazy. You keep asking me how I'm doing lately. Can you please stay far from me? We just done each other crazy. I'm light and hazy. You keep asking me how I'm doing lately. And please don't follow me. And please don't follow me. And please don't follow me. Get out my way, get out my head. 'Cause you and I were far off from fairy tale lands. Leave me alone, I lock the door. And please don't follow. Get out my way, get out my head. Seeing my body completely bruised makes me hate myself. We just done each other crazy. I'm light and hazy. You keep asking me how I'm doing lately. Can you please stay far from me? We just done each other crazy. I'm light and hazy. You keep asking me how I'm doing lately. And please don't follow me. It felt so wrong in many ways. 'Cause you and I would always test each other's strength. Leave me alone, I'm not that strong. And please don't follow. It felt so wrong in many ways. My body completely bruised makes me hate myself. We just done each other crazy. I'm light and hazy. You keep asking me how I'm doing lately. Can you please stay far from me? We just done each other crazy. I'm light and hazy. You keep asking me how I'm doing lately. And please don't follow me. 'Cause you freak me out. Just shut your mouth. You screamed your lungs out in this house when you weren't allowed. So I forgot who I was. I was totally lost. I got sucked off trust and I still don't get why just seeing my body completely bruised makes me hate myself the most. Get out my way, get out my head. 'Cause you and I were far off from fairy tale land. We just done each other crazy. I'm light and hazy. You keep asking me how I'm doing lately. Can you please stay far from me? We just done each other crazy. I'm light and hazy. You keep
strength. Leave me alone, I'm not that strong. And please don't follow. It felt so wrong and then it hurts. My body completely bruised makes me hate myself. We just turn each other crazy, all nights and hazy. You keep asking me how I'm doing lately. Can you please stay far from me? We just turn each other crazy, all nights and hazy. You keep asking me how I'm doing lately. And please don't follow me. 'Cause you freak me out. Just shut your mouth. You screamed your lungs out in this house when you weren't allowed. So I forgot who I was. I was totally lost. Hallo zusammen! Hallo, willkommen zum Livestream. Der erste Future Palace Livestream. Der erste und ich denke nicht der einzige. Ist ein bisschen aufregend. Wir sind ein bisschen unter Spannung. Es ist Sonntag, wir sitzen hier, haben alles zusammengeschraubt und hoffen, dass das alles funktioniert. Aber erstmal möchte ich natürlich sagen: Hallo, Welt. Das ist jetzt ein bisschen bescheuert, das ist so Stefan Raab-mäßig und wir hören es nicht, aber ihr hört es. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Ja. Und kurzer Disclaimer: We saw many English comments right now, but the stream will be in German live, but we will later on add subtitles when it's not live anymore. But the stream will be German, but we will answer your English questions still in the stream, but we will talk German to each other. So sorry for our English viewers, but this is our first stream. Yeah, and our brains are too slow to Genau. translate We have to, everything in real wir time. müssen erstmal klarkommen auf Deutsch, das ist hart gerade. Genau, ey, schön, dass ihr da seid. Wir können euch ja mal kurz sagen, was wir so geplant haben, damit ihr Bescheid wisst, damit ihr wisst, wann ihr auf Klo gehen könnt. Genau. Und Genau, dann erkläre ich ja kurz, wir haben ja schon auf Instagram vorgeteasert, dass es eine Verlosung gibt. Ihr könnt gerne noch immer bei der Verlosung mitmachen. Ihr könnt uns parallel bei Instagram eure Direct Messages schicken, wo ihr uns eure Rechnung schickt, falls ihr schon ein Album gekauft habt. Und es kann auch jemand gewinnen, der noch nichts gekauft hat, weil wir haben am Ende hier ein Album, was wir verlosen oder auch Merch, was wir verlosen oder auch ein Tourticket. Und wir würden uns natürlich mega freuen, wenn ihr was davon abbekommt. Also könnt noch fleißig teilnehmen und zum Ende des Streams wird die Verlosung stattfinden. genau, also bleibt bis zum Ende dran. Und wie immer gilt, wir sind arme Musiker, wir wissen, wie es gerade alle läuft. Das heißt, wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns unterstützt. Das könnt ihr die ganze Zeit über Hier diesen Button unten. hier. Ah nee, hier. Genau. Wir freuen uns. Ihr wundert euch vielleicht, warum Maria und ich hier alleine sitzen. Ja, Ähm, deswegen, wo ist denn unser Special Bandmitglied? Es trug sich zu, dass der Manuel außerhalb von Berlin war und deswegen hat das alles ein bisschen komplizierter gemacht. Aber wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Und die teuerste... Das Witzige ist, ich höre ihn die ganze Zeit schon. Er lacht die ganze Zeit. Okay, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und die teuerste Software installiert, um es zu machen. Ja. Wir haben Manu bei Skype dabei. Und da schalten wir nochmal Seid ein. ihr bereit für Manu? Hallo Manu! Seht ihr alle Manu? Schreibt doch mal rein. Freut ihr euch über Manu, Leute. So Manu. Manu, sag doch mal was, jetzt bist du auch laut. Ja, hallo, ne? Alles gut? Ihr sitzt da so schön bequem. Mikrofon wackelt, sagt jemand. Oh, Hört ihr uns gut alle? Wackelt unser Mikrofon. Ja, Das ist unser erstes Mal. Wir müssen auf euer Feedback warten, weil... Genau. wir waren auch ein bisschen aufgeregt, deswegen sind wir, glaube ich, ein bisschen da auf der Couch herumgehüpft. Ja, wahrscheinlich, ja. Oh Manu, du Oh guckst, mein Gott! du guckst dir das sogar an. Manu ist gerade im wunderschönen London nebenbei. Manu, erzähl doch mal, warum bist du in London, warum sitzt du nicht hier auf meiner Couch? Ja, ich bin hier in London, weil ich hier arbeite gerade. Was arbeitest du denn? Möchtest du das den Zuschauern mal erzählen? Ja, ich bin hier für einen Forschungsaufenthalt und ich arbeite hier an so Dokumenten für mein zweites Buch. Tatsächlich. Weil Manu ist nicht nur ein guter Musiker, sondern auch noch nebenbei Doktor in History. Also checkt doch gerne seine Bücher aus. Ja, können wir deinen Buchlink hier auch einbinden? Buchlink? Hast du es nicht hier? Nee, warte, was fällt mir denn dazu ein? Okay, Manu, hast du den Stream offen? Also du siehst 10 Sekunden später erst, was für ein Button ich gedrückt habe. Ne? Ja, okay. Ja, ich bin gespannt. Ja, gut. Okay.
Okay, wir fangen auch doch mal direkt mit, haben wir Question Time. Gehen wir einfach direkt ins Thema rein. Genau, wir müssen ja auch mit Manu wieder warm werden, er ist ja so weit weg, ne? Also wir müssen erstmal wieder die Stimmung anheizen. Deswegen stellen wir uns jetzt gegenseitig mal ein paar Fragen, die wir einfach mal selber noch nie uns gestellt haben. Und zwar ist die erste Frage, was sind unsere besten, lustigsten Live-Momente? Wer fängt an? Ich fange einfach mal an, weil wir haben letztens in einem Interview wurde das schon mal gefragt und da habe ich erzählt, dass ich mit einer meiner ersten Bands in der alten Feuerwache gespielt habe in Schöneweide. Ich glaube, Manu war da auch öfter zu Gast in dem Laden mit der Säule direkt vor der Bühne. Und da haben wir mit einer Punkband gespielt. Ich nenne den Namen nicht, aber die haben mein Schlagzeug benutzt. Waren sehr, sehr besoffen, haben die ganze Zeit Bier verschenkt und haben als letztes gespielt leider und haben ewig überzogen, dass ich irgendwann, weil sie haben den gleichen Song, weiß ich, 10, 20 Mal hintereinander gespielt, dass ich während der Show angefangen habe, das Schlagzeug abzubauen, auf dem sie gespielt haben. Und das Publikum, was die ganze Zeit Sternburg vor denen geschenkt gekriegt hat, hat mich von der Bühne gebuht. Alter! Ja, das ist aber auch schon, glaube ich, 15 Jahre her oder Krass, so. Manu, was bei dir? Manu. Erzähl mal, da war doch bestimmt noch was dabei. Ja, ich habe gerade überlegt, also so eigene Momente oder auch von anderen Leuten? Wir können auch, wie du magst. Also, Okay, also so ein eigener Moment war, ich musste einmal vor 35.000 Leuten auf einer Festivalbühne oberkörperfrei spielen, obwohl ich keinen Bock drauf hatte. war das kein Bock Das drauf? höre ich jetzt zum ersten Mal. Warum gibt's da Fotos? Es gibt sogar ein Video bei YouTube, ja. Das heißt, ich hatte keinen Bock drauf. Es war ein bisschen spontan und es war schon ganz okay, es ist vollkommen okay gewesen, aber sehr spontan, ja. Krass. Genau, es Lustig. war mit dieser 90s-Band, in der ich auch manchmal spiele. Guck Ja. mal, weil ich glaube, ich weiß, wie das Publikum da ungefähr abgegangen ist. Ja. Kann man das ist der persönliche Moment und der andere, ich habe mal, wir haben mal mit einer alten Band mit Blanc zusammen gespielt, die kennen vielleicht noch einige Leute. Wer Blanc kennt, Und- jetzt kommentieren. So macht man das nicht. Schön die Leute einbinden. Wer kennt den Blanc? Kommentiert in die Wer kennt Kommentare. Blanc? Wir sehen das alles. Und Genau. wer kennt Nils von Blanc? Tatsächlich, Manu, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber Nils ist ja der Booker vom Felsenkeller in Leipzig, wo Ja. wir, kurze Werbehinweis, wo wir auf unserer Tour spielen. Im Stimmt. Februar spielen wir in Leipzig. Kommt alle vorbei und kauft Tickets. Damit da Danke. irgendwer Ja. ist, außer uns. Ja, Leipzig ist immer wild, weil da haben wir mit meiner alten Band gespielt und Nils Band hat er auch gespielt, Blanc. Und am Ende hatte er nur noch eine Socke an. An einer Stelle, wo man eigentlich sonst keine Socke hat. Ja, da könnt ihr jetzt überlegen, an welcher Stelle das war. Boah. So, Maria. Ja, Maria, erzähl Boah, mal. ey, ihr habt ja so viel mehr schon live erlebt als ich, dass ich jetzt gar nicht mehr weiß, was Willst du ich... damit sagen, dass wir alt sind? Ja, also ich habe jetzt nicht so in krassen wilden Punkbands gespielt oder so. Und ich habe auch tatsächlich noch gar nicht so oft außerhalb von Berlin gespielt. Bei mir waren echt die peinlichsten Sachen nur, dass ich das Wasser komplett verschüttet habe, als wir im Sage gespielt haben. Das war Das halt hast du aber relativ... tatsächlich auch bei jeder Show gemacht. Das habe ich fast bei jeder Show gemacht. Ich Und habe dann auch unser Setlist immer komplett voller Wasser. ich hab letztens eine Banddoku geguckt, ich dachte, na doch, von Coldplay, und da habe ich gesehen, dass die ihre Playlist laminiert hatten. Das Ja, mach ich, das ist super schlau. Das mache ich dir zur Das ist Tour. super schlau. Und das nächste, was extrem unangenehm war, oh Gott, na komm, das wissen wir doch alle, als wir in Ennerich waren. Und ich rufe ganz laut, für Leute, die nicht wissen, wo Ennerich ist, das liegt so in der Nähe von Hessen. Ne, also so sehr westlich. Ich glaube, bei Koblenz war das. Ja. Genau, also sehr, sehr weit im Westen. Genau, falls jemand dabei war, der jetzt gerade zuschaut, könnt ihr gerne sagen, ob ihr euch daran erinnert. Aber ich bezweifle, dass jetzt gerade jemand noch zuschaut. Und ich habe ganz laut auf der Bühne gerufen, was geht ab, West-Berlin? Oder nee, ich habe gesagt, ich war noch nie in West-Berlin oder so. Jetzt habe ich Ja, übertrieben. genau. Ach, warte Genau. mal, wo kommen wir denn eigentlich her? So ganz Abgang. Also ich bin Manu, gerade wenn in du uns London. immer hier so kurz innehalten siehst, dann habe ich irgendeinen komischen Knopf gedrückt. Oh Gott, ey. Ja, Herrlich. ja, aber das war doch schon mal schön zum Reinkommen. Genau. Dann haben wir, weiter geht's. Ach krass. Wir kommen jetzt schon direkt zu ein paar Fragen, die ihr uns auf Instagram gestellt habt. Genau, ich gucke mal, welche dazugekommen sind. Genau, schaust du mal, ob da neue zukamen und ich gehe schon mal auf die alten, weil wir wollen euch ja mit einbinden. Also ich hoffe, ihr guckt jetzt auch schön zu. Wow, es ist so viel, dass ich kurz erstmal klarkommen muss. Ich fange mal an. Die erste Frage war, gibt es eine Möglichkeit, uns dieses Jahr live zu sehen? Dieses Jahr leider nicht, weil außer hier gerade. Hier, Aber theoretisch steht auch noch eine Show mit NSOK im Dezember. Hm. Da sind die Daumen gedrückt. Der Rest der Tour wurde ja schon verschoben ins nächste Jahr. Die Heimshow in Leipzig steht noch.
Aber sonst sieht es gerade eher düster aus. Ja. Deswegen, wir haben auch ehrlicherweise, ich weiß nicht, ob man das sagt als coole professionelle Band, aber wir haben dieses Jahr noch nicht geprobt. Ja, na gut, doch, dieses Jahr schon. Wir hatten ja auch schon eine Tour dieses Jahr mitgemacht. Ja, oder war Manu ja in London? Stimmt. Da kam, Nicht zu das dritt war auch ganz geprobt. absurd. Manu ist Anfang Januar nach London geflogen und dann haben wir die Tour mit Flash Forward gespielt und wir haben uns beim Soundcheck zum ersten Mal wieder gesehen. Ja. Aber lief gut dafür. Ja, nee, Also das die war- erste Show war fast den Bach runtergegangen, weil die Technik nicht lief, aber sonst. Seitdem haben wir neue Technik. Genau, aber leider keine Konzerte mehr. Aber nächstes Jahr freuen wir uns extrem wieder zu spielen. Also wer jetzt gerade keine Konzerte vermisst, es ist einfach nur traurig. Aber umso mehr freuen wir uns alle nächstes Jahr und hoffentlich kommt ihr dann auch alle vorbei. Also wäre mega krass. Okay, ich komme mal zur nächsten Frage. Okay, die haben wir eigentlich schon ein paar Mal beantwortet. Und zwar, wie sieht euer Songwriting-Prozess aus, beziehungsweise wie entstehen eure Songs? Fragt Obvious Nugget. Manu, erzähl doch mal, du fängst doch meistens an, oder? Ja, also in der Regel ist es so, dass ich ein Instrumental mache, schreibe und dann schicke ich das an die Band per, was weiß ich, Dropbox oder so und dann hören wir uns das an und dann schreibt Maria einen Text dazu, überlegt sich Melodien und dann treffen wir uns und wir recorden ihren Gesang, basteln so ein bisschen rum und dann nehme ich das mit nach Hause, überlege mir, was wir noch besser machen können, dann sind das so mehrere Durchläufe, treffen wir uns immer wieder. Wenn wir dann zufrieden sind, dann fahren wir in der Regel nach Halle zu Christoph, den wir dann nachher auch noch hier haben. Yes. Und dann gehen wir nochmal komplett über den ganzen Song mit ihm rüber. Und Genau. das ist eigentlich der Songwriting-Prozess. Genau. Also sind wir alle gut beteiligt und überlegen nochmal zusammen, was cool und was nicht cool ist und was realistisch ist, was nicht. Und das wird dann immer im Laufe der Zeit immer krasser. Manchmal verliert man sich ein bisschen drin. Hatten wir auch schon Momente, wo man auch im Studio sitzt und dann einfach gar keinen, also man kann gar nicht mehr objektiv auf den Song schauen. Deswegen sind wir mal ganz froh, dass Chris nochmal am Ende dabei ist, weil er die noch ein bisschen weniger gehört hat als wir. Aber genau, es ist... Ja, ist manchmal witzig, die Songs kommen dann final aus dem Studio, wenn Manu und Maria den Gesang final fertig gemacht haben und dann hat er manchmal einen neuen Chorus oder so und dann höre ich die Songs auch zum ersten Mal. Aber Manu hat verschwiegen, dass ich ja Maybe geschrieben habe. Ich zeige euch hier mal eine kleine Demo. Maybe I will need you all again. Das ist dumm, ey. Oh Mann, Mann, das Manu, du bist... Das kannst du dir alles in der Aufzeichnung angucken später. Oder jetzt 5 Sekunden später auf Twitch. Ich warte. Guck mal, Warte jemand mal. hat eine Frage an Manu geschickt. Ja, eine Frage an Manu von Sebastian. Die Frage ist, wann spielt Manu endlich wieder The Face of the Necrophiliac? The Necrophiliac. Oh Gott. Okay, Hintergrundstory, es war mit meiner alten Band Red Craving, wir waren auf Tour und da haben wir irgendwo, ich glaube in Nürnberg oder bei Stuttgart, ich weiß nicht mehr, irgendwo gespielt und in so einem Proberaumkomplex geschlafen und da war halt so ein Typ, so ein Wrestler aus den 80er Jahren, der so alleine Metal gemacht hat. Der hatte so eine Drummaschine, hat Bass gespielt und hat so krass darüber geschrien. Hat so, ihr müsst einfach mal bei YouTube The Face of the Necrophiliac googeln. Ich habe so ein YouTube-Video mal gemacht. Da Kriegt ihr den findet man dich Eindruck, auch? was für ein crazy Typ das war. Achso, ich dachte, da bist du dann auch auf YouTube. Wie funny, ey. Ich bin überall auf YouTube, jedes Video. Ja. Ich schalte jetzt übrigens mal hier, wir haben eine ganz tolle Funktion noch. Die Leute kommentieren ganz fleißig im Chat. Ich schalte hier mal den Chat dazu, damit ihr auch selber seht, was ihr schreibt. Dann habt ihr direkt noch mehr Fame. Deswegen Genau, man geht sieht alles, euch, geht kommentiert hier. alles. Screen Time. Wir lesen gerade die ganzen Fragen vor, die ihr uns bei Instagram geschickt habt, die letzten beiden Tage, aber wir können jetzt live alles beantworten, Genau. fast alles beantworten. Also haut in die Tasten, Wir sind flexibel. wir sind bereit. Okay, sind wir bereit für das nächste kleine Fragdings? Was ist denn eine coole Frage, die wir noch nehmen? Ich hau hier mal raus. Eine Frage ist von Instagram, 3 Bands, mit denen wir gerne touren würden. Komm, wir sind 3 Leute, jeder sagt eine Band. Oh. Wer fängt an? Ich weiß gerade Johannes. gar nicht. Think fängt big, an. oder? Also dann würde ich ja schon sagen Linkin Park. Oh, aber ohne Sänger? Ach, das singt doch mittlerweile das Publikum die ganze Zeit. Ich hab nicht, Ja, also es wäre krass, wenn man dann irgendwie was sich ausdenken kann, wie man das noch hinkriegt. Aber das wäre natürlich toll, also das wäre krass. Also schade, dass es wahrscheinlich noch unrealistischer jetzt ist, aber das wäre krass geworden. Ne? vielleicht. Aber vielleicht kann sowas noch passieren. Also ich glaube, ich sage mal für mich, und es ist jetzt ein Klischee, weil es alle sagen, aber trotzdem sage ich glaube, auch wenn sie keine Musik mehr machen, wäre Paramore immer noch einfach krass.
Auch wenn es nicht unbedingt musikalisch passen würde. Aber es wäre für mich einfach ein krasses Goal, weil wenn es schon so um Female-Fronted Bands geht, haben die ja schon extrem viel gerissen. Also Die macht nur noch Solo, oder? jetzt macht sie, glaube ich, nur noch Solo, aber früher waren die einfach echt extrem. Also ich habe sie ja auch in der Columbia-Halle live gesehen und die waren einfach tight und Ey, da war Das ich ist auch, so ein- als wir diesen roten Ja. Glitzervorhang hatten, diesen Samtvorhang sie mit den hatten da Bildern. kurze Haare auf jeden Fall Oh schon. Gott. Manu, Deswegen da warst du keine auch, wo Ahnung. Yumi jetzt Six Ich gespielt war- haben, ne? Nee, da war ich da nicht. auch, Nee, ja, Six genau. war nicht Da da. waren wir alle da und kannten uns nicht. Das ist stimmt, lustig. da waren Manu und ich in der Krass. gleichen Halle und wir kannten uns da gar nicht. Ach krass. Aber Manu, Ja. wer war bei dir die dritte Band? Bei mir, ich überlege gerade. Ich glaube, ich würde irgendwann, das war so ein Kindheitstraum, ich würde mal gerne mit Under Oath spielen. Oh, Die Das machen war wir so wieder. die Band, die mich so in die Post-Hardcore-Richtung gebracht Wollen wir hat. uns nur heller machen? Hat funktioniert. Kommt dir klar? Ja, wir wollten Ja, es ja. heller machen. Ich kann ja, Maria, guck mal, wir haben ja keine Kostümüne schon, wie ich schon gesagt habe. Wir haben alles Der professionell Kameramann vorbereitet. oder die Kamerafrau 2. Hallo, Hi! wie geht's denn euch da drüben? Wir wollen ja noch mehr Nähe zu euch haben, deswegen haben wir auch sogar eine zweite Kamera vorbereitet. Genau, und deswegen hier direkt von der Nähe mal eine Frage aus dem Chat. Ein Lied, von dem ihr wünschtet, ihr hättet es selbst geschrieben. Boah, das ist krass. Sag doch mal, Manu, musikalisch, welches Lied wäre das bei dir? Das ist so schwer. Also nee, ich gebe mal die Frage an Maria weiter. Oha! Oh doch, ich glaube, ich hab was. Okay, sag. 30 Seconds to Mars, entweder From Yesterday oder The Kill. Das sind einfach übelst krasse Songs, die auch einfach heftig fehlen. Der Jared wird da nicht zugucken. Du könntest das auch besser singen als er live, glaube ich. Was? Hast du die mal live gesehen? Ja, aber es war gar nicht schlecht. Aber da hatte er seine Jesus-Zeit. Ich weiß nicht, ist die Ach noch so. da? Nee, ich habe das, da war irgendwie Mercedes-Benz Arena und da haben die ganzen Tickets verschenkt, weil keiner kam. Oha. Krass, was ist da eigentlich passiert? Naja, was ist mit 30 Seconds to Schreibt Mars? sie- Schreibt Ich oder? weiß nicht, in die Kommentare. Aber die Songs waren krass. Also früher hatten die echt, ich weiß nicht, mittlerweile ist es ja auch tot irgendwie. Ja. Aber früher, das war schon, wer kennt's nicht? Das war doch die Hymne, oder? Das Also war- The Kill war doch einfach. Bei mir war es Closer to the Edge tatsächlich. Oh ja, der von war denen. auch ganz gut, ja, aber- Ich mir fast tätowiert. Oh Gott, zum Glück habe ich das nicht Oha. gemacht. Ich hatte mir auch fast so dieses Dreieck da. Also ich war auch am Überlegen. Ah. Manu, hast du dir jetzt was überlegt? Welchen Song hättest du gerne geschrieben musikalisch? Ich glaube irgendwas von Madonna oder vielleicht Alejandro von Lady Gaga oder so. Ja, okay, Finde ich ja. Richtig geil. Aber achso, Ja. du meinst schon musikalisch und nicht. Ich finde ich richtig gut. Von Madonna finde ich The Power of Goodbye mega geil. Der ist richtig gut. Ha. Ich habe gar nicht an Pop gedacht, ne? Also natürlich gibt es auch krasse Pop-Songs, die man. Ich habe irgendwie gar nicht hingedacht gerade. Nee, das stimmt wohl. Mein Herz So, ist halt Johannes, Nö, welcher Song war von dir? ihr macht das ja. Achso. noch Closer to the Edge, oder? Kann ja trotzdem sein. Alles von Linkin Okay. Park. Alles von Ja, Linkin Park. stimmt einfach. aber, ey. Oh, ey, wenn man. Safri-Duo für Johannes auf jeden Fall. Das, tatsächlich. Krass, ey. Mach mal hier die nächste Frage im Chat direkt. Die ist, eine Frage von Nico Settler. Das ist geil. Welcher war der schlimmste und welcher der beste Schlafplatz auf Tour? Oh, ich weiß es. Dann Maria, hau rein, was bei dir? Naja, wir haben noch am letzten Tag der Flash Forward Tour Au. noch ein bisschen mit den Jungs von Flash Forward getrunken. Manu nicht. Manu bekam noch schön Bettchen ab. Das war nämlich der Tag, wo wir offiziell gar keine Betten geplant hatten für uns. Ja. Und ich habe im Endeffekt irgendwie so um 3 Uhr morgens bin ich dann aus diesem Partyraum gegangen, habe einfach irgendwas gesucht und bin in so einen übelst chemisch stinkenden Raum gegangen, habe auf so einer Deko-Couch geschlafen und habe meine Jacke als Decke genommen. Und ich weiß noch, als ich morgens aufgewacht bin, weil es wäre noch ein Platz frei gewesen im Männerraum. Ich hatte da jetzt nicht so Bock, unbedingt zu schlafen. Ja. Und sehe ich aber, derjenige, der ein schönes Bett noch frei gehabt hätte, liegt dann auf einmal im Flur auf der Couch mit Decke über den Kopf. Und dann war da halt Johannes, der dann anscheinend auch Ja, nicht so da geil. waren so Neonröhren und Bewegungsmelder und die sind immer angegangen, wenn alle auf Klo gerannt sind. Und ich musste aus Gründen in der Nähe einer Toilette sein. Deswegen habe ich im Flur geschlafen und nicht in dem 10er-Schlafraum. Ja, wir müssen, glaube ich, ein bisschen mehr hier. Achso, ich wenn wir jetzt schalte schon, mal, ne, ich schalte mal wieder zurück. in Schalte mal unsere- wieder Kameramann 1. zur Kamera. Hallo, Ulrich. Nee, aber okay, das war ja schlimm. Ich erinnere mich einmal, da waren wir schon in einer Band, glaube ich. Und da war besagter Fragensteller auch in der Band. Und da haben wir in einem Club gespielt, da haben irgendwie 1000 Leute reingepasst. Es waren genau 3 da. 2 waren der Techniker und der Barmann und dann ein Zuschauer. Und wir hatten keinen Ich weiß wo. Schlafplatz. Ich weiß wo. Weil unser damaliger Bassist, ich weiß nicht, ob er zuguckt, falls ja, hallo, der war zuständig für den Schlafplatz an diesem Tag. Dachte, er macht das spontan, hat er nicht gemacht.
Und dann dachten wir können zumindest im Club schlafen. Durften wir nicht. Wir durften unser Zeug im Club lassen über Nacht, mussten aber im Bus schlafen. Zu 6. Oh Gott. Also es war kein Bus. Im Bus ist übertrieben. Es war ein Kleintransporter. Der Lichttechniker, der die Frage hier auch gestellt hat, und unser damaliger Sänger, sie lagen im Kofferraum mit den Beinen unter den Sitzbänken durch. Dann Manu hatte eine Sitzbank, noch jemand hatte eine Sitzbank, einer saß auf dem Ich Fahrersitz. hatte keine Sitzbank, ich habe auf dem Fahrersitz. Ach, du warst der Fahrersitz, geil. Ja. Ich hatte eine Sitzbank tatsächlich. Aber morgens wurden wir wach, weil einfach Regenwolken durch diesen Bus zogen. Das war unschön. Alter. Eine schöne Nacht. Ich weiß nicht, hatte schon mal irgendwer eine richtig schöne Nacht auf Tour? So, Ja. ich sag mal, das Hotel in Ludwigshafen war es nicht jetzt im März. Oh, nee. Da hab Aber ich habe trotzdem, ich habe normal geschlafen. Es war einfach wenigstens ein Bett, ne? Aber ich wollte halt nicht duschen oder sonst länger bleiben, aber als ich geschlafen habe, war es okay. Ich habe mit Jogginghose, Socken, Kapuze rangezogen geschlafen, weil das so widerlich war. Aber Frankfurt war auch nicht schlecht, wo wir dann neben einem Puff waren. Das war halt auch, weißt du noch? Wo auch einfach Leute im Hotel gewohnt haben. Das war auch irgendwie weird. Stimmt, wo man morgens den mit dem Kinderwagen auf dem Flur getroffen Ja. hat. Okay, was haben denn die Leute jetzt? Haben die mal wieder so viel, ey? Krass, dass die Leute so viel... Ja, danke, dass ihr hier fleißig im Chat seid. Hier oben habe ich noch eine von YouTube. Dead Rainbow fragt, wann habt ihr angefangen Musik zu machen? Boah, ja. Ich habe mit 12 angefangen. Habe ich meinen eigenen Song geschrieben. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal miteinander besprochen und wissen es gegenseitig schon, deswegen sagen wir es jetzt mal euch. Also ich habe mit 12 meinen ersten Song geschrieben, Gitarre gelernt und aktiv angefangen zu singen, würde ich mal sagen, genau. Ihr so? Warte, ich habe da glaube ich kurz... Ah ja. jetzt fällt es mir wieder ein. Ich glaube, ich habe mit 16 oder 17 erst angefangen, also recht spät. Krass. Die ersten 2 Jahre auch ohne Unterricht. War dann so ein Running Gag, dass wir die schlechteste Band waren, die man live sehen konnte. Stimmt auch, Krass, glaube Alter. ich. Das war nicht schön. Krass. Ja, ich Nicht wollte so- früher immer Keyboard spielen, ich weiß nicht warum, durfte ich nicht, zum Glück. Und da habe ich irgendwann Schlagzeug Und sagt, angefangen. lass deine Aggression lieber an den Trommeln aus. Vielleicht das. Ich durfte natürlich nie ein Schlagzeug zu Hause haben, weil es natürlich laut gewesen wäre. Aber ja, Manu, wann hast du angefangen? Ich glaube, ich habe so mit 16 angefangen. Also ersten Song geschrieben, weiß ich nicht mehr, wahrscheinlich so mit 18. Krass, wie viel? Guck mal, überleg mal. Aber war das ein Metal-Song dann auch? Mit 17. Ich weiß, mein erstes Konzert hatte ich an meinem 18. Geburtstag, auf meinem eigenen Geburtstag. Da haben wir 3 Songs gespielt, das weiß ich noch. Die haben wir kurz vorher irgendwie geschrieben. Süß. Ja. Ach, krass. Ich habe meine auch schon performt mit 12, war richtig peinlich. Habt ihr eure ersten Songs noch? Nee, also ich kenne die noch, ja. Ich kann ja auch noch den Text sagen. Ich habe eine Aber- Gitarre hier, soll ich die holen? Nee, lieber nicht. Aber eine, die zuschaut, kennt den Song auch, weil die hat den mit mir zusammen gemacht. Hey! Und da waren wir wirklich in der 6. Klasse und der hieß einfach nur We are bad girls, we can't say why, we are bad girls. Gott. Und dann haben wir das, da war so eine aus Amerika da zu der Zeitpunkt. Wie hieß denn das, wenn man Lehrer werden will? Achso, Au pair? Nee, nicht Au pair, hier. Das hat doch einen gewissen Namen. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber auf jeden Fall wollte sie Lehrerin werden und hat uns so ein bisschen unsere Kultur kennengelernt und ich habe gesagt, ich mache auch Musik und dann haben wir den Song vorgesungen und also ich frage mich bis heute, was sie gedacht hat in dem Moment, wenn dann so deutsche 12-jährige Kinder so einen Scheiß vorsingen. Naja, war Learning by Doing, ne? So, was haben wir? So, hier, wir gucken hier die ganze Zeit, hier steht noch im Chat Oh, rum. eine wichtige Frage. Wie kann man noch ein Album gewinnen, wenn man noch nichts gekauft hat? Eigentlich müsst ihr uns einfach nur bei Instagram schreiben, damit wir eure Namen auf dem Schirm haben und sagen, was ihr denn, also ein Album willst du gewinnen, dann schreibt uns einfach bei Instagram, hier, Genau. ich will ein Album gewinnen. Dann kommst du in den Zufallstopf und ganz am Ende ziehen wir da die Leute, die Genau. was von uns... Krass, das sind echt viele Fragen. Ja, aber wir dürfen ja auch die Leute, die vorhin bei Instagram waren, natürlich auch nicht ganz... Ne, lasst uns so kurz, wir machen hier noch kurz im Chat weiter, weil Ja. wir haben kurz angekündigt, wir haben gleich einen Special Guest, ich weiß nicht, ob der schon zuguckt, das ist der Christoph von NSOK, der unser Album produziert hat. Yes, freut ihr euch? Den laut unserem Skript wollen wir den gleich dazuschalten. Vorher wollten wir euch noch ein Video zeigen, wir hatten eigentlich noch ein paar andere Stimmt, wir haben uns ganz schön Punkte, aufgehangen. aber die lassen wir kurz, die lassen wir kurz aus. Wir machen noch ein paar Fragen zum Chat, dann machen wir das hier und dann gehen wir hier hin. Wir können ja das mit dem Musikvideo jetzt alles mal verbinden. Oder Oh, willst du es stimmt. machen, oder? Oder willst du... Okay Leute, wir haben so viel geplant, also wirklich, das... Wir haben ein bisschen zu viel Ich geplant hoffe, wahrscheinlich. ich hoffe, der Strom reicht. Aber Ja. wir machen kurz weiter im Plan und dann gehen wir weiter mit den Fragen im Chat. Ist super, dass ihr da alle am Start seid, dass ihr da uns Sachen fragt, die beantworten wir sehr gerne noch. Ja, aber wir haben ja jetzt vor kurzem unser neues Video rausgebracht, Lately. Ich hoffe, ihr habt das alles schön geguckt. Vielleicht kommen euch auch ein paar Sachen hier bekannt vor von dem Video.
Genau, wir wollten dazu kurz mal sagen, wir können es ja kurz verbinden, wir wollen uns das jetzt mal zusammen anschauen mit euch nochmal und unsere Erfahrungen darüber ein bisschen erzählen, was so ein paar Insider waren und so. Ich meine, bald soll zwar eigentlich ein Behind the Scenes hoffentlich noch kommen. Genau, das kommt nächste Woche. Genau, aber wir können ja mal so live mit euch reacten und dabei vielleicht mal ein bisschen über unsere Lieblingsmusikvideodrehs reden und sowas. Genau, ich mache jetzt das Video an, wir quatschen nebenbei. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Fragen zum Dreh habt, zum Video und schreibt auch, falls das Video zu laut ist und wir zu leise. Genau. Und wir können auch direkt, ich laber einfach schon mal los über das Video, ja? Ja, guck mal. Und? Ja, nice. Also ihr seht, das ist das Glitter, was hier ist. Das Telefon. Ich muss sagen... So, hört ihr das denn alle? Ich denke, Genau, hört ihr das an? So, guck mal, Video. Get on my way, get on my head. Stimmt, wo ist Hello Bibo? Schade. Aber war sehr schön, wir haben das bei Hello Bibo, also diese Szene, wo ihr nicht im Bett sitzt, Leave me Kinderbett. alone, I lock the door. And please don't follow. Wow, das sollte uns aber noch hören. Hört man uns jetzt? Meine Lieben, hört man uns noch. Bleibt jetzt. Schreibt schnell in die Wie so ein Kommentare. Telechat. Das ist immer so witzig, weil das, ich glaube, ihr seht uns 15 Sekunden die Musik vom Videos drauf. Immer noch. Ich habe das schon so leise gemacht. Wahrscheinlich ist noch wie so ein Background noch, ne? Leute, hört man uns? Jana, perfekt. Ja. Jana, perfekt. Ja, okay. So, wie steht ihr denn zum Lately Musikvideodreh? Der war ja sehr zwiegespalten. Die eine Hälfte da mit dem Bett war ein Tag ganz entspannt bei Bipo zu Hause. Das war eins der entspanntesten Tage überhaupt. Und der andere war der stressigste Tag überhaupt. Ja. Wie fühlt ihr euch darüber? Ja, also ich weiß nicht, ob man, kennt ihr an alle Berliner, die Szenen von Manu und mir haben wir in der Wow Gallery gedreht. Das ist ja eigentlich so ein Instagram-Influencer-Spot, wo Leute hinkommen können, in fertiges Set sich setzen und Fotos machen können. Manu und Maria waren dann mal zu einer Besichtigung und fanden das so cool, dass wir uns überlegt haben, wir drehen da die Instrumentalszenen. Das Problem war, aufgrund Budgetfragen haben wir nur 2 Stunden gemietet. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr ungefähr abschätzen könnt, aber wir kamen da an, wir hatten alles schon vor der Tür aufgebaut, wir sind reingesprungen, während aufgebaut wurde der eine schon abgepudert. Ja. Es war Reiner Stress. wirklich sehr, sehr stressig, dass ich irgendwann sehr, sehr angepisst war, weil ich stand in so einer Plastikpyramide und die Boxen standen da hinten und ich habe den Song einfach nicht gehört. Und ich weiß nicht, bei einem Schlagzeug ist ungefähr das Blödeste, wenn man nicht hört, wozu man spielt. Und deswegen war ich dann ein bisschen schlecht gelaunt, weil jeder hatte irgendwie 10 Takes oder so, Ja. weil wir dann raus sein mussten. Genau, wir hatten einen richtig strikten Zeitplan und ich bin dann auch hin und her gerannt und habe das versucht irgendwie zu managen, dass jeder on time fertig ist. Wir haben es im Endeffekt ja geschafft, wie ihr seht, aber wir waren echt ein bisschen am Ende danach. Das stimmt, danach haben wir auch einen Tag nicht geredet. Ja. Und im Übrigen, dass wir dann bei Bipo zu Hause gedreht haben, war auch eine Ausnahme. Wir haben sonst ja immer den Luxus, dass wir im YouTube-Space drehen. Und dann mussten wir mal schnell eine andere Location finden und danke nochmal an Bipo, dass er sein Wohnzimmer zur Verfügung gestellt hat, was Stimmt. wir da schön eingeschmückt haben. Stimmt, weil das Ding war, wir haben Illusionist und Maybe im YouTube Space gedreht, aber aufgrund Corona, Genau, wegen Corona leider. war der YouTube Space Berlin auch geschlossen und es durfte nichts stattfinden. Deswegen mussten wir uns schnell was überlegen. Deswegen haben wir, Manu, man hört dich übrigens. Genau, Manu, du kannst einfach mitreden. Also ich hoffe, ihr habt Manu auch alle gehen gehört. Manu, ich wusste nicht, dass das so uninteressant ist. Na jedenfalls durften wir da nicht rein. So, jetzt ist das Video vorbei. Das war das Lately-Video. Ey, So, schalten wir zurück ins Studio. zurück ins Studio. Hallo. Und da sind wir wieder. Wir sind wieder da. Schön, Alle am schön, Leben. dass wir das Video zusammen geguckt haben. Wir machen jetzt gleich Folgendes. Wir rufen jetzt gleich den Christoph an, aber ich habe ihm gesagt, wir rufen ihn um 45 an. Deswegen würde ich noch 3 Minuten warten. Da haben wir nur noch Zeit für ein paar Fragen aus dem Chat oder Genau. von Instagram. Ihr könnt ja auch schon mal überlegen, was ihr gleich Chris fragen wollt, weil jetzt habt ihr die Chance, dass er euch direkt antwortet. Chris von NSOK, um nochmal sicherzustellen, er ist zwar großer Produzent, aber auch selber in einer guten Band und genau, wenn ihr Fragen zur Band habt, könnt ihr gerne auch welche Ja, stellen. da habe ich schon, ich frage ihn gleich, was ihm wichtiger ist. Genau. Sonst noch eine Frage, die fand ich ganz interessant. Die ist auch deutsch. Sorry for all English viewers, most questions are in German. Und zwar hat sie eine interessante Frage gestellt, wie ist es als Frau in der Metal-Szene zu arbeiten? Hat Sonchi Art gefragt. Genau, ich meine,
ich arbeite ja jetzt nicht wirklich, es ist ja jetzt nicht richtig Metal, ne? Also müssen wir mal kurz klarstellen, Future Palace ist jetzt nicht richtig Metal, Nee, also würde ich jetzt nicht so sagen. das denken wir auch selber nicht, falls es so irgendein... Genau, wir denken nicht, dass wir jetzt eine Hardcore-Metal-Band sind, Genau. aber wir finden es natürlich schön, dass das so interpretiert wird auch, ne? Dass das so eine Wucht hat, dass Leute das so sehen. Wir haben natürlich über unser Label Rising Empire, da finden ja diverse Metal-Bands statt. Genau. Auf den ersten Blick denkt man natürlich, dass wir dann im gleichen Fahrwasser schwimmen. Ich glaube, es gibt auch Überschneidungen, aber wir sind natürlich keine reine Metal-Band. Aber Ja, genau, also ich bin ja noch ganz frisch drin und wir haben ja jetzt noch gar nicht so viel live gespielt, also konnte ich jetzt auch noch gar nicht mit so vielen anderen Bands interagieren. Aber natürlich ist es ein ziemlich männerlastiger Genre einfach, ne? Also das kriegt man mit bei Konzerten. Die meisten Bands haben Male-Fronted Singers und ihr habt ja auch nach einem Mann gesucht ursprünglich. Ja. Also man muss sich, glaube ich, schon selbstbewusst ein bisschen durchfighten, um zu zeigen, ey, ich habe jetzt auch die Relevanz und das Können hier zu stehen und ich kann genauso Härte widerspiegeln wie auch ein Mann, so, obwohl ich jetzt ein kleines Mädchen bin und alle mir immer sagen, hättest du nicht gedacht, dass das aus dir rauskommt? Ja. Aber genau, man muss sich schon ein bisschen durchfighten und natürlich auf Tour habe ich es dann zum ersten Mal gemerkt, das war meine erste richtige Tour, dass dann halt das ein kleines Männerfest halt war, ne? Also weil die andere Band auch keine Frau hat. Dann hatte ich noch die liebe Merch und Management Genova, da. genau. Genova, da war ich einfach richtig froh, dass ich dann noch eine Frau mit dabei hatte. Weil du merkst dann schon so nach dem 5. Tag so, okay, also manchmal braucht man dann doch wieder mal eine weibliche Reflexion, irgendwie so, Ja, ob man noch selbst überhaupt eine Frau ist. Aber sonst ist alles in Ordnung. Ne? Also solange jeder respektvoll bleibt und nicht weird wird und ihr seid ja auch cool drauf und so und keine 15 mehr und genau, wir können uns alle zusammenreißen und das ist alles cool. Also ich denke, das wird jetzt auch immer mehr jetzt so ein Movement, dass doch mehr Frauen sich trauen, auch in diese Szene zu kommen und genau. Hoffentlich. Lasst euch nicht von eurem Geschlecht irgendwie beeinträchtigen, also auf gar keinen Fall. Im Gegenteil. Powert durch. Genau, so. Jetzt ist schon 45. Wollen wir den Chris mal anrufen? Rufen Chris an. Ich- Das war eine Punktlandung. Hier ist noch eine Zwischenfrage. Würde er sagen Alternative Rock als Genre? Ja, Nehmen wir. nehmen wir. Können wir so nehmen. Oder was haben wir mal gesagt? Wir hatten noch mal Heavy Pop hat Heavy Manu. Pop hatte doch mal irgendjemand Manu. gesagt. Finde ich auch super. Eigentlich ist es uns egal, wie es genannt wird. Hauptsache, die Leute hören das. Genau. Und ums Hören geht es auch gerade. Wird So, es hat als jemand Tape schon irgendwann auf Vinyl geben? irgendwann vielleicht? Irgendwann. Erstmal nicht. Aber genau, das ist ja auch alles kostenspielig und wir müssen erstmal checken, wie die CD ankommt. Also kauft euch schön die CD, damit wir auch irgendwann eine Vinyl machen können. Weil wir würden es natürlich auch gerne machen. Guck mal, Manu, also tatsächlich dieses Paket mit den CDs kam erst am Donnerstag. Und Ja. Manu ist ja in London, das heißt, Manu hat die CD noch gar nicht gesehen. Genau. Manu, ich zeige dir jetzt mal die CD und das Booklet, okay? Das ist so viel Zeig Zeit mal. haben wir noch, bis wir Chris anrufen. Also Manu, das ist die CD. Ja. Hast du vielleicht vorher schon gesehen, dass das so aussehen wird? Mhm. Zack. Hier einmal ausgeklappt. Hier ist ein Zitat von meinem persönlichen Lieblingssong vom Album, von Break Free. Sein Favorite. Aber da können wir später noch reden. Hier ist die CD, das gute Stück. Hier sind die 11 Hits drauf. 40 Minuten Geballer. Das ist das schöne Booklet. Da sind ein paar Fotos drin. Und By die the way, Texte. Design von überwiegend Johannes. Das ist auch immer so ein extra Skill, wenn man da. Ja, ich hatte halt Photoshop. Ja, ich auch, aber du hast Ach, es das ist ja auch Photoshop. So, diese Fotos hier, oh, ganz Richtung, die hat alle der Hello Bibo Kannst du gemacht. doch mal die andere Kamera machen? Oh ja, warte. Die hat da, glaube ich, eine bessere Funktion Die ist für. natürlich direkt, zack, So, schaut Ah, mal guck mal, viel besser, das ist oder? wie bei Stefan Raab Wow. wie bei Stefan Raab. Der hat auch immer so eine Kamera gehabt, wo er die CD reingehalten hat. Dann zeige ich mal Aber die ihr letzte wisst Seite. schon, Manu dass sie nicht die mehr. sehen. Ach so, stimmt, ich wollte Manu jetzt zeigen. Oh Manu, Aber so Entschuldigung. habt ihr die auch mal gesehen. So, hier die letzte Seite Ja. und dann nochmal. Aber mach ruhig die andere Kamera. Nee, wir sind ja jetzt auch fertig. Und wir rufen jetzt den Chris an. Der Aber wartet ja. das ist jedenfalls die CD. Extra ein Pappschuber. Wir hätten gerne komplett auf Plastik verzichtet, aber CDs sind nun mal leider aus Plastik. Ich weiß nicht, ob es da schon eine Holzalternative gibt, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt jetzt auch sowas wie Spotify für viele, ne? Aber, Das stimmt, oder das kann man- iTunes, das- aber Wenn du deinen Computer mit dem Fahrrad betreibst, den Strom. es ist natürlich was sehr Schönes, einfach auch zu besitzen. Das also stimmt. für uns auch. Es ist einfach ein schönes Ding. Könnt ihr auch heute gewinnen. Könnt ihr gewinnen und noch einmal kurz eingeblendet, ihr könnt uns die ganze Zeit hier unterstützen, wenn ihr wollt. Ich gucke mal, ob das schon irgendwer getan hat. Für Vinyl. Cool, ey, wir rufen jetzt Chris an.
Da ist kurz, da seht ihr so ein bisschen behind the scenes, weil ich da einmal kurz was umstellen muss. Just quickly in English, if you have any questions for Chris from NSOK right now, or producer from the album, write them down in the chat right now. This is your chance to chat to him. Genau. Manu, ich lege jetzt auf, ich rufe dich in der Gruppe nochmal an. Du jetzt. Super. Los geht's. So, ich suche schon So, mal die hoffentlich Fragen funktioniert das aus. auch alles. Ihr seht das ja alles, das ist alles live. So, Future Palace und Christoph, ist Manu da auch drin? Ist dann probieren wir das jetzt mal. So, ich bin gespannt. Haben wir auch noch nie gemacht, Gruppenchat mit Skype, mit Chris und so. So, auf weitere Teilnehmer warten. Dann müssen wir gucken, bis die rangehen. Sagt uns immer, ob der Sound auch gut ist, ob ihr alle hört. Da ist schon mal der Hallo! Da sind sie doch. Manu, Na, kannst du dein Handy drehen? Oh, Super, perfekt. perfekt, wie beim Proben. Oh, es hat direkt funktioniert. Damit hätte ich nicht gerechnet, ehrlicherweise. So. Hey Chris, schön, dass du dabei Chris, bist. wie cool. Wie geht's dir? Hallo Manu, hallo alle. Hallo. Hallo an alle, die zugucken. Yes. Jetzt mein Hund gleich aufgeschreckt, weil ich immer Yes. anfange zu reden. Ach süß. War gerade Bill. Bist du Ja, gerade im Studio oder? nee, ich bin mal zu Hause ausnahmsweise, weil ich an unserem neuen Video gerade arbeite und das Ach, mache ich mega. mal zu Hause. Ach, schön. Wie cool. Ja. Kommen da wieder eklige Tiere drin vor? Nee, diesmal nicht. Wie war Tatsächlich. das? Wie war das so ein. Ich habe das Behind the Scenes mir angeguckt und fand es ganz schön mutig, Ich hab's wie du auch. diese Riesenviecher im Gesicht hattest, während du gesungen hast. Vor allem, dass du kurz davor meintest, aber die bleiben nur auf dem Arm, oder? Also, ja, das war ja auch meine Idee und dann musste ich dann da natürlich auch durch. Ich kann mir ja nicht so einen Mist ausdenken und dann da irgendwie kneifen. Ja. Aber es war schon mal was anderes. Ich glaube auch, dass das gar nicht so schlimm wirkt, wie es eigentlich ist, weil man dann so denkt, naja, das ist ja dann irgendwie, das ist ja dann nicht, das sitzt ja da nur, aber irgendwie in dem Moment ist es schon krass. Also, wobei diese kleinen Krabbeltiere nicht so schlimm waren wie der Skorpion. Also der Ja, Skorpion, das glaube ich, ey. War der wirklich so aggressiv drauf? Also der hat ja ordentlich rumgezappelt. naja, die reagieren halt auf Bewegung. Das heißt, wenn man dann irgendwie eine falsche Bewegung macht oder den irgendwie reizt, dann wird er aggro. Ach, Aber er ist ganz lieb geblieben zum Glück. Aber das hätte dann, die größte Angst war eigentlich, dass ich dann irgendwie gestochen werde und dann irgendwas habe, wo ich Ja. nicht weiterdrehen kann. Weil, also der Stich an sich wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, aber dann hast du da irgendwie geschwollenes Gesicht oder irgendwas. Die absagen. Aber wäre authentisch fürs Video auch wieder. Das ist die nächste Szene. Aber, ja, hätte ein bisschen viel Retusche dann Ja. erfolgt. Aber krass, Ja, aber ihr habt es ja gut hingekriegt, also sah echt cool aus. Ja, kann ich sehr Ja. empfehlen. Ist einer meiner Lieblingssongs von NSOK, Parasite. Checkt das aus. Genau. Darf man nicht verwechseln mit Parasite Eve. Was krass, Ja, weirdes Timing. Also es war echt lustig, ne? Das habt ihr jetzt auch nicht kommen sehen, ne? Das war... Nee, wir werden es natürlich nicht kommen sehen und das Schlimme ist, du kannst ja nichts machen. Also Ja. unser Song war natürlich schon eingeloggt, das Video war schon geplant und dann hauen die 2 Wochen vorher diesen Song raus, der halt so ähnlich heißt. Ja. Das Thema ist tatsächlich ein anderes und der Song ist ja auch anders und ja, ich meine, alle, die jetzt denken, dass wir das nachgemacht haben, die sollten sich halt nochmal überlegen, Quatsch, also. warum wir das nachmachen sollten, was wir davon hätten. Vor allem, wie Weil schnell wärt ihr denn dann nur bitte Vor- und gewesen, Nachteile ne? davon. Aber Ja. naja. Hat der Chat gerade noch was Es geht gesagt, ja, bevor wir die... geht ja heute um euch eigentlich, nicht um Ja, sorry, wir haben gerade... ja, okay, jetzt checken wir erstmal. Wir haben eine Frage schon, machen wir nochmal genau beim Skript, die wir selber vorbereitet haben. Und zwar, wir feiern ja heute unser Release von Escape, ne? Unser erstes Album, was wir mit dir sehr, sehr schön machen konnten. Wir sind sehr happy, wie es geworden ist. Wir wussten ja davor selber Ja. nicht, wie wir klingen und alles und haben zusammen mit dir ja eigentlich unseren Sound entwickelt. Und haben jetzt natürlich erstmal die Frage, was ist denn dein Lieblingssong von dem Album, ganz persönlicher? Und warum? Ah, das ist eine schwierige Frage. Aber Ja. das habe ich dir letztes Mal verraten. Ja, Ja, du hast dich gewundert, warum genau dieser Song keine Single war. genau, glaub das ich, ist ja mal interessant für alle, die jetzt auch kennen, die Songs. Also, wenn. ne? In den ersten Rezensionen wurde der Song auch oft als Favorit genannt. Ja, warum habt ihr den denn nicht als Single rausgebracht? Welchen Song meinen wir dann? Twisted meinst du, oder? Wir reden von Twisted, ne? Ja. Ich weiß, das war am Ende ein Rennen zwischen Twisted und Ghost Chapter und da mussten wir wegen Corona die Videodrehs umtauschen. Genau. Und dann hatte Maria schon zu Ghost Chapter angefangen, so ein Video aus Live-Schnipseln zu schneiden. Und wir hatten zu Lately aber schon das Konzept fertig, da wurde bloß der Drehtermin verschoben. Deswegen ist Twisted da so ein bisschen rausgeflogen.
Ja, ich glaube, Ja. das Ding war, dass lately sage ich schon, das Ghost Chapter für so ein Live-Video auch besser funktioniert hat mit diesem Wow und so, ne? Also das Konzept, weil ich finde, Twisted müsste dann auch wieder ein krasseres Video eigentlich verdienen. Und das hat dann nicht zusammengepasst mehr in dem Moment, leider. Ich kenne diese Entscheidungsproblematiken, das ist jedes Mal schwer, also weil, wie du schon sagst, das muss dann auch mit Video passen, dann muss es Genau. irgendwie zum Zeitpunkt passen, dann muss es gucken, welche Singles kamen jetzt schon, nicht, dass die Leute dann denken, man macht nur das oder man macht so eine Richtung, Ja. das ist so das ist jedes Mal Stress. Von Ja. daher ist es ja nicht schlimm, weil der Song ist ja jetzt trotzdem da und alle können ihn hören, ist halt nur keine Single. Ja. Ist tatsächlich auch der Song, der bis jetzt am meisten gehört wurde von den Nicht-Singles. Ja, das stimmt, das ist ganz interessant. Vielleicht auch, weil er so früh oben im Album ist, kann man natürlich Vielleicht, nicht. vielleicht Kann auch. auch deswegen sein. Aber krass, hast du denn einen Grund, warum das dir gerade dein Favorite-Song ist? Weil viele haben ja komplett andere Meinung, was ihre Favorites Nee, sind. das ist jetzt auch, das klingt ja so absolut. Also ich meine, nur weil der jetzt mir ganz gut gefällt, heißt ja nicht, dass mir die anderen nicht gefallen und umgedreht. Also das Album, ich finde das generell total geil und Danke. ich bin da auch ein bisschen mit Stolz drauf, weil Oh. das war ja echt witzig, als das, wie das alles losging damals, als Manu mir geschrieben hat und ich wusste erstmal nicht, okay, was kommt jetzt? Ich kenne ihn ja und Ja, wir kannten uns ja nicht vorher, das stimmt, das muss man ja. ja. Und dann kamt ihr da und dann haben wir das ja so Stück für Stück uns da gefunden und lustigerweise ja auch ist ja die Entwicklung auch auf dem Album zu hören. Also Ja, wir haben stimmt. quasi noch Veränderungen in den Songs gemacht Ja. über die Zeit, die wir am Anfang vielleicht nicht gemacht hätten und das ist irgendwie ganz cool, das so zu hören, ja. Ja, genau. Ja, wir haben ja mit Maybe angefangen, glaube ich, ne? Und waren uns Ja. ja damals noch nicht mal sicher, ob das jetzt ein Album wird. Deswegen ist es krass, dass wir doch irgendwie diese Kurve hingekriegt haben, alles gleich, also so eine Genau, homogene Sound irgendwie hinzukriegen dann noch am Ende. für alle Zuschauer vielleicht interessant und Zuschauerinnen, wir waren nicht einmal irgendwie 3 Wochen im Studio, Ja, stimmt das sondern dazu. ich glaube, es waren 4 Sessions, 3-4 Tage, ne? Und aber Ja. gestreckt über ein halbes Jahr. Ja, stimmt. War Also, das nur ein halbes Jahr? Mir kam es vor wie. also warte mal, obwohl es kann nicht stimmen, es war ein Jahr, weil Maybe kam ja im Mai raus und das haben wir irgendwann Anfang des Jahres 2019 aufgenommen. Und letzte Session war dieses Jahr im Januar. Ja stimmt, krass, ein Jahr lang. Eieiei. Nee, wir haben Maybe sogar im Dezember 2018, glaube ich. Eieiei. Oh, dann ist es im Pressetext falsch. Naja, jetzt wisst ihr das halt. Krass, okay, gehen wir mal zu der nächsten Frage, die wir da vorbereitet haben. Die hat nämlich auch ein Zuschauer gestellt. Das ist eigentlich ganz simpel. So, wie war denn die Zusammenarbeit mit uns? Wie fandest du das denn so? Weil wir ja ganz neu im Game waren und wie war das für dich? Als professioneller Fürchterlich Produzent. natürlich. Ja, was kann man da jetzt sagen? Ich kann jetzt natürlich sagen, dass das alles großartig war und das war es auch. Aber das ist ja langweilig und das ist ja irgendwie, was kann man denn da rausstellen? Also was ich erstmal cool finde, ist, dass ihr eigentlich eine kleine Besetzung seid und man nicht jetzt irgendwie als Produzent 10 Leute immer glücklich machen muss, sondern wir hatten immer eine kleine Gruppe, wo wir gearbeitet haben und das war immer total entspannt. Ihr habt ja auch zeitweise, glaube ich, habt ihr nicht sogar manchmal im Studio gepennt und so? Ja, das ja, war stimmt. irgendwie was ich eigentlich Weil wir sind überhaupt broke, nicht mache paper gern. Und das war irgendwie dann immer so ein bisschen, fühlte sich nicht an wie Arbeit, sondern es fühlte sich halt an wie wir hängen zusammen rum und machen halt zusammen Musik und das ist halt eine ziemlich coole Atmosphäre gewesen und ihr habt mir halt freie Hand gelassen in dem, was ich da mache und war doch immer, wie soll ich sagen, also ihr habt halt coole Einflüsse gehabt auf die Ideen, die ich gemacht habe. Also wir haben uns irgendwie gut ergänzt, will ich damit sagen. Ja. Und weil ich kenne das halt oft, dass Bands sich erstmal querstellen, was auch ganz normal ist. Wenn man seine Demos hat, dann gewöhnt man sich da dran. Das Gehirn findet das dann irgendwann gut und alles andere, was man dann ändert, dann nicht mehr. Und ich glaube, das hattet ihr ja auch manchmal hier und da. Das ist ganz normal. Aber ich kann das ja dann immer ganz gut sehen, weil ich den Song halt noch nicht so lange kenne wie ihr und das dann ein bisschen objektiver beurteilen kann. Und ja, und da war das halt eine mega entspannte Zusammenarbeit und wir hatten irgendwie immer zusammen coole Sachen gemacht. Ja, genau. Ich finde auch, wie du meinst, dass es eher wie so eine Freundschaftsatmosphäre ist, obwohl wir uns vorher nicht kannten, fand ich eigentlich auch mal sehr angenehm. Das ist echt, genau. Manu, lebst du noch im Übrigen? Du denkst so über dein Leben nach. Nee, was esse ich Nein, alles gut, alles gut. Ich hab mir auch also die Entscheidung zum Beispiel nicht in Berlin aufzunehmen, weil es gibt ja in Berlin auch viele Studios, auch Rock-Produzenten und hat sich aus meiner Sicht voll gelohnt, weil
dieses Plus an Produktion und Soundentwicklung wäre es auf jeden Fall nicht so geworden, wie es jetzt geworden ist. Und ich glaube, wir wären vielleicht auch nicht so zufrieden, wie wir jetzt also wie wir jetzt sind. Also es ist, ich habe noch gar nicht so zurückgeblickt. Ich habe gerade so in Gedanken zurückgeblickt. Und es war wirklich, wir haben wenig Zeit gehabt, also wir haben in wenig Zeit immer sehr dicht, sehr viel gearbeitet. Und dafür ist es dann doch auch relativ konsistent geworden. Das ist mir gerade erst ein bisschen aufgefallen. Also es war, mega. Okay. Und habt ihr mal wieder in die alten Demos reingehört? Aus Spaß, das ist immer lustig. Ja, wir haben letztens die Dropbox ein bisschen sortiert und einmal reingehört. Eieiei. Man hört, dass Manu irgendwann bessere Plugins fürs Schlagzeug hatte. Und das Mikro auch und so, das wurde langsam... Am Anfang, ihr habt die Gesangsdemos habt ihr immer im Proberaum gemacht, ne? Ja, stimmt, auch mit so einem ganz normalen Shure SM58. Ja. So, also das war halt einfach nur reingesungen. Ich habe auch in dem Moment gar nicht gerafft, dass du das dann eigentlich hörst. So, das war ja eigentlich eher so eine Skizze und dann hatte man doch wieder keine Zeit, das anders aufzunehmen. Also es war echt richtig raw teilweise, ne, wie wir das dann aufgenommen haben. Ja, aber das ist ja auch schön. Sonst, wenn ihr das mega geil gemacht hättet, dann hätte ich ja da gesessen und gesagt, ihr könnt wieder fahren. Hast du lieber Bands, wo du weißt, du kannst mehr machen? Also wo du den Song hörst und denkst, der ist noch nicht so fertig, da kann ich noch was dran schleifen? Oder hörst du auch gerne mal einen Song, ach, der ist ja eigentlich perfekt, den muss ich nur noch ein bisschen ordentlich aufnehmen? Ich glaube, das hat beides seine guten Seiten. Das eine hat natürlich ein bisschen weniger Arbeit und das andere ist, da kann man dann mehr machen und sich mehr selbst verwirklichen mit der Band. Aber letzten Endes habe ich da keine Präferenz. Ich meine, ich versuche dann selbst, wenn der Song natürlich cool ist, wie er ist, versuche ich natürlich irgendwie ihn noch besser zu machen und meinen Einfluss dazu bringen. Und von daher, also was mir viel wichtiger ist, ist, dass die Songs, also dass der Artist, also der Künstler, der Artisten, eine Vision hat und die verfolgt und die er mir auch vermitteln kann, dass ich weiß, wohin die Reise gehen soll und dass die Songs halt grundsätzlich einfach gut sind und dass die Sänger gut sind oder der Sänger oder die Sängerin und das ist das, woraus es mir ja ankommt. Also ob der Song jetzt dann gut oder schlecht ist an sich, das ist ja auch dann Geschmacksfrage und keine Ahnung. Ja, stimmt. Und wie viel ich da mache, weiß ich auch nicht. Das ist auch kommt immer drauf an. Aber ich finde dieses, dass man als Produzent versteht, was der Künstler eigentlich will, das ist eine relativ wichtige Sache und dann macht es auch Spaß, weil dann findet man so eine Wellenlänge, so eine gemeinsame und dann kann man zusammenarbeiten. Und das war ja bei euch definitiv der Fall. Ja, cool. Ja, weil wir auch bestimmt wieder weniger Leute waren, wie du meinst, und ich glaube auch alle einen ähnlichen Musikgeschmack auch irgendwie haben. Ne? Das macht's dann bestimmt. Und weil ihr wart halt auch offen, weil ihr selber noch keinen Sound entwickelt habt zusammen, sondern den mit mir zusammen entwickeln wolltet. Und das ist halt auch eine coole Geschichte gewesen. Ja. Stimmt. Weil wir mal kurz mal den Chat haben jetzt ein bisschen, das ist übelst Multitasking hier. Wir fühlen uns auch wie so eine TV-Show hier gerade die ganze Zeit. Erst hier nebenbei noch die Regie und was kam gerade nochmal an Fragen rein? Gab es noch ein paar neue? Hier war eine Frage, eine NSOK-Frage, ob du die Vinyl von Aurora bei Impericon signieren kannst. Bevor sie verschickt werden. Ja. Naja, würde ich liebend gern machen. Das Problem ist natürlich, dass ich dann wahrscheinlich genau wissen müsste, welche verschickt wird, zu Impericon fahren müsste und die dann unterschreiben müsste. Das ist stimmt wohl. nicht so ein. Dann eher so als Tipp, lieber noch nicht bestellen. Das darf jetzt das Label nicht hören, dass ich das sage, aber lieber noch abwarten. Und wir haben vielleicht mal live bei Konzerten welche mit. Oder umgedreht einfach noch besser, live einfach kaufen und mitbringen und dann sein. Ja, stimmt, auch geil. Geiler Hätte ich auch gesagt. Dann könnt ihr nämlich uns gleich auch noch live sehen. Aber wo wir gerade live ansprechen, wie sieht es denn bei euch oder bei dir gerade aus? Wie geht ihr mit der Situation um? Was geht ab? Ihr seid ja trotzdem richtig aktiv und haut trotzdem Sachen raus. Naja, wir sind tatsächlich, bis auf die Festivals, die wir jetzt nicht spielen konnten und die verschobene Tour, die hoffentlich ja nur verschoben wird, ist es eigentlich alles noch okay bei uns, weil wir nutzen die Zeit für neue Sachen und neue Videos gerade und von daher ist es noch okay, aber jetzt langsam dann könnte es sich mal wieder beruhigen. Ja, langsam hat man wieder... Also, wir haben ja jetzt den Plan mit April, mit unserer Tour und also mit unserer aller Tour, wie wir jetzt hier sitzen. Und ich meine, jetzt gehen ja schon wieder Konzerte los in gewissen Rahmen. Und ich denke mir jetzt so, also in irgendeiner Form wird die Tour schon stattfinden. Wir können ja nur abwarten und sehen, wie es passiert.
Hoffentlich Ihr nicht könnt die Tickets auch immer noch heute gewinnen, das muss ich mal wieder erwähnen. Also wenn ihr uns zusammen mit NSOK sehen wollt, Dankeschön, wow, was für ein Service, das ging ja ganz von alleine. Genau, ihr könnt immer noch gerne mitmachen, uns was schicken, es wird mega, also Moment, ich habe das gerade voll verpeilt, ne? Das hat nichts miteinander zu tun, also ihr könnt uns natürlich live sehen, aber wenn ihr uns mit NSOK sehen wollt, das könnt ihr heute nicht gewinnen, aber Da könnt ihr Tickets kaufen. Genau. Also könnt ihr gerne auch da nochmal checken, da haben wir ein schönes Line-Up zusammen. Das wird mega cool. Man muss ja nächstes Jahr auf mehr Konzerte gehen, weil man dieses Jahr aufholt. Genau, ihr müsst aufholen, Leute. Ihr Genau. müsst das wieder alles, was jetzt in euch ist, müsst ihr wieder rauslassen. Das ist jetzt ja ganz lange wieder. Okay. Aber ihr habt letztens eine Show gespielt, habe ich gesehen, ne? Bestuhlt. Selbst bestuhlte Konzerte sind immer noch besser irgendwie als keine. Ich war am Anfang Krass. so total dagegen und dachte so, oh nee, das kannst du nicht machen. Ja. Lass mal das hier, den ganzen Mist. Und wir haben jetzt eine Show gespielt dieses Jahr in München im Olympiastadion. Und das war halt Outdoor, also Open Air und halt mit Stühlen. Aber die Leute durften an ihrem Platz aufstehen. Und das ist tatsächlich, also die durften halt neben ihrem Stuhl stehen. Das ist tatsächlich auch bei bestuhlten Konzerten, ich hasse dieses Wort, erlaubt, dass man sich dann da hinstellt. Ne? Man ist halt quasi nur fixiert auf die Person, was rede ich denn, auf die Position. Ja. Und das ist tatsächlich dann gar nicht so übel, weil dann sieht es halt aus, wie die Leute stehen halt ein bisschen komisch, aber ansonsten ist es eigentlich ein relativ normales Konzert. Und ich sag mal so, also wenn die Tour so stattfinden kann und Alternative wäre so anders und nicht, dann sollten wir trotzdem happy sein und das Beste machen. Das ist trotzdem cool. Aber vielleicht haben wir ja auch Glück und bis dahin ist schon alles ein bisschen entspannter. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe auch. Welche wollen wir denn jetzt lieber stellen von den Fragen? Dass wir gerade so schön über Tour geredet haben, ist das eigentlich schon eine schöne Frage, ne? Davor. Das hier? Ja. Okay, eine Frage. Worauf freust du dich am meisten auf deiner Headline-Tour mit NSOK nächstes Jahr? Welche Stadt, welche Venue? Oder einfach nur im Bus sitzen, rumfahren und lange sitzen beim Soundcheck? Also nach dieser Durststrecke, die wir gerade haben, freue ich mich wirklich einfach nur aufs Showspielen. Das ist so krass, wie einem das fehlt. Also auch diese ganze Atmosphäre, so bei einem Konzert, das ist alles irgendwie, das nagt schon sehr an mir, weil das ist auch so ein bisschen die Motivation, warum man das alles macht. Ja. Das ist schon extrem viel Arbeit, das sehen ja viele gar nicht. Diese Songs schreiben, produzieren, aufnehmen, Videos machen, das ist wirklich krass, was man da so investiert von sich selber und dann hat man halt irgendwie, kriegt man kein Feedback, man sieht die Leute nicht, man feiert nicht mit denen zusammen das Ganze, was man da geschaffen hat. Das ist echt herb und von daher freue ich mich grundsätzlich einfach, egal auf welche Stadt, einfach irgendeine Stadt mal wieder Show spielen, genau. Geil. Und auch, wie du schon sagst, also selbst das Abhängen und das Rumfahren, also mit der Crew und mit den Bandkollegen und so, das hätte ich nicht gedacht, dass einem das mal so fehlt. Ja, das meinte ich vorhin auch, dass man wieder lernt, so Sachen wertzuschätzen, die man irgendwie dachte, dass die vielleicht nervig sind oder so, aber dass es doch irgendwie alles doch was ganz schön Cooles ist, das ganze Touren und so. Wenn es dann mal weggenommen wird irgendwie, dann ist es, glaube ich, dann fehlt das. Wir hatten noch die Frage, welches Album, was dieses Jahr rauskam, war denn bis jetzt dein Favorite? Wenn du da überhaupt noch einen Überblick hast, wir sind ja schon langsam am Ende wieder des Jahres. Das ist so eine Frage wie, was ist deine Lieblingsband oder was ist deine Ja, aber naja, wir können es auch auf die letzten 3 Monate oder so. Was kam denn alles? Das macht dich besser, das macht noch viel. Was hörst du denn gerade am meisten, außer die Sachen, die du gerade mixt und masterst? Unter uns höre ich immer so wenig Musik, dass ich dazu gar nichts sagen kann. Also ich höre ja auf die Produktion, die ich gerade mache, am meisten, weil ich natürlich daran arbeite und dann habe ich immer noch so wenig Nerven, mich abends hinzusetzen und mir noch andere Musik anzuhören, weil ich sowieso den ganzen Tag Musik höre, schon berufsbedingt. Ja. Und von daher muss ich öffne jetzt mein Spotify und gucke, was hier steht. Ja, hier geht's auch. Beispiel. Habe ich aber auch produziert, ist aber ein sehr geiles Album. Ist aber jetzt rausgekommen. Was steht denn hier? Naja, ich meine, die Bring Me the Horizon Sachen sind natürlich cool, die da so kommen. Ja, der neue ist gut, ne? Den neuen finde ich mit Abstand am stärksten wieder. Obey. Obey, ja, der ist krass. Das bockt. Also die kriegen es halt immer wieder hin, was Neues irgendwie. Ich finde es auch interessant, dass die jetzt Single um Single rausballern, ohne... Die wollen ja kein Album mehr machen, wie ich das mitbekommen habe. Lustig, gerade bei der Albumfrage eigentlich. Ja. Aber es ist halt immer wieder
ich glaube, die geben sich selbst auch gar nicht mehr so Grenzen und das finde ich halt, ne, das ist ja auch, versuchen wir ja auch irgendwie. Ich glaube, das ist das, wie man halt immer weiter irgendwie wächst. Also mit seinem Sound grenzenlos irgendwie weitermachen. So, das ist halt. Also es gibt ja auch manche Bands, also ich weiß nicht, jetzt nichts gegen Beartooth, aber ich kann es manchmal den dritten Breakdown, der gleich klingt, auch nicht mehr hören. So, das ist dann, da hat man verstanden, was gleich klingt, aber also ich würde jetzt nicht. Ja, Ich habe da jetzt gerade nicht so Bock drauf, das nochmal immer wieder das Gleiche zu hören, ne? das stimmt. Ja, deswegen finde ich das immer cool, wenn man sich das erlaubt, auch mal was Neues zu machen, so die Angst so ein bisschen loslässt. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Und ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich weiß nicht mal, was für Alben rausgekommen sind in den letzten Monaten. Ja. Ich bin ganz schlimm, was das angeht. Schäme ich mich auch jetzt. Ich glaube, mit uns kam auch Fit for a King raus, glaube ich. Ja, Ne? tatsächlich, wenn ich Musik höre und wenn ich Alben höre, dann eher so alte Sachen. Also so, letztens mal wieder Limp Bizkit gehört. Ja. Oder die alten Northlane-Platten oder Die sind auch geil, keine also. Ahnung. Bin da ganz schlecht, was sowas angeht. Aber wenn ihr Suggestions für mich habt, dann her damit, weil dann. Naja, einen Vorschlag ist gerade in der Post. Den kannst du ja nächste Woche schön anhören. Hast du vielleicht noch nicht so viel gehört. Oh Gott. Ich glaube, das ist Will ich nicht. krass. Ja. Soll ich noch mal eine von Instagram Ja, eine Frage da stellen? war Instagram-Fragen. Da hat jemand dich noch gefragt, Chris, wer dir das Singen beigebracht hat, weil er deine Stimme sehr geil findet. Ich kann auch seinen Namen vorlesen, aber ich muss so ein bisschen mal den Frage. aussprechen. Das war nämlich ich selbst. Also ich habe nie Unterricht gehabt. Okay, krass. Ja, Das ist auch ich habe interessant. damals immer aufgenommen, als ich das angefangen habe. Also ich kann ja noch weiter zurück anfangen. Ich hatte damals eine Band, wo ich nur Gitarre gespielt habe, so mit 16, 17, 18. Und da ist dann der Sänger irgendwann ausgestiegen. Und ich dachte so, kacke, ihr findest keinen coolen Sänger. Musste selber. Dann habe ich einfach selber gesungen und habe mich da so selber mal aufgenommen. Also so produzieren und aufnehmen und so ging damals schon. Und dachte so, boah, naja, okay, eigentlich ist es scheiße. Habe ein paar Leuten gezeigt, die meinten so, nee, lass mal lieber. Und dann habe ich aber trotzdem noch weitergemacht, habe das dann so bearbeitet, dass es irgendwie halbwegs cool klang. Und dann immer wieder geübt und gemacht und getan und dann die ersten Songs dann halt auch mal nach der ganzen Zeit mal richtig fertig ausproduziert und dann, ja, dann habe ich es halt doch gemacht und dann irgendwie über die Jahre immer so optimiert. Also ich weiß gar nicht, ob ich eine richtig gute Gesangstechnik habe oder so, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, das kann ich aber auch an der Stelle, also auch für denjenigen, der die Frage gestellt hat, falls der an Gesang interessiert ist. Also ich habe es mir ja auch selber beigebracht und halt ein Jahr das gelernt quasi so ein bisschen. Also jetzt nicht richtig, ich glaube, vorhin hat auch irgendjemand sowas gefragt. Ich glaube, ich habe das irgendwo gesehen. Achso, ja. Ob irgendwie irgendwas mit Ausbildung oder habe ich das falsch gelesen? Nee, irgendwas war mit der Gesangsausbildung. Ja, ne? Also ich habe, genau, das ist bei mir nämlich auch fast genau gleich. Ich habe echt nur ein Jahr das auch gelernt, also abgeschliffen, sage ich mal. Aber man kann sich das voll selber beibringen im Großen und Ganzen. Also dieses einfach machen, sich aufnehmen, durchziehen. Vor allem anfangs klingt einfach keiner geil. Das ist halt selten der Fall. Also ich habe ja wie gesagt mit 12 angefangen, deswegen hatte ich halt viel Zeit. Aber ich klang richtig, richtig schrecklich, ja, also anfangs fand ich halt so. Also das muss man halt erstmal wirklich hinkriegen und einfach durchziehen. Was man auf jeden Fall lernen sollte, und da hatte ich tatsächlich dann Unterricht, ich hatte halt Klavierunterricht schon mit 8 oder so oder 7 und dann viele Jahre und das hat auf jeden Fall mein Gehör gebildet oder Stimmt. dann gelernt. Und das ist was sehr wichtig ist, gerade beim Singen, weil man dann erst hört, also trifft man jetzt die richtigen Töne, klingt das schön oder klingt das Mist? Ja. Und und diese ganze Musiktheorie-Geschichte, also dass jeder, der Musik macht, dem lege ich das ans Herz, sich damit mal auseinanderzusetzen. Ja. Weil... Ja, die Basics kann man, also als Songwriter sind die Basics auf jeden Fall nicht so schlecht mal anzuwenden. Also ich habe es ja auch in mich ein bisschen reingekriegt. Als Form von Musiker finde ich das eigentlich nicht schlecht. Also man muss jetzt nicht wissen, was irgendwie ein Major 7 Akkord ist, aber... Ich wusste, dass du das sagst, weil das ist auch mal mein Beispiel mit 7 Akkorden, weil da keiner mehr einen Plan hat. Aber zum Beispiel so, weiß ich nicht, eine Melodie nachsingen können, die man einmal gehört hat oder einen Rhythmus nachklopfen, solche Geschichten, die muss man einfach lernen und üben und verstehen, was das eigentlich ist, wenigstens Rhythmus. Ja. Dann, also man muss jetzt keine Notennamen können vielleicht, das ist nicht so wichtig, aber irgendwie dieses Grundprinzip, das merke ich halt leider im Studio sehr oft, dass die Leute total krass Gitarre spielen können, aber überhaupt keine Ahnung haben, was sie da eigentlich tun. Das stimmt. Und das macht sich dann im Studio sehr schwer, wenn man ihm mal sagt, naja,
wieder mal 16. anstatt irgendwie Köln. So, und dann geht das los und dann wird das halt nur schwer umgesetzt. Und das, naja. Ja, ich glaube, das ist auch jetzt die Generation. Ich glaube, das ist halt so, YouTube ist da, Tutorials. Also habe ich Klavier anfangs gelernt. Und dann lernst du halt nur mit Gehör und Nachspielen so und verstehst gar nicht, was da eigentlich gerade passiert. Das ist so dieses... Ich glaube, das wird immer ein bisschen mehr jetzt passieren, also leider, dass dieses vom Blatt spielen immer mehr, zumindest so in unserem Genre, davon driftet. Ja. Aber, na cool, okay. Ja, ich hab eine abschließende Frage. Erstmal schon mal muss ich kurz, ich drücke jetzt hier so einen Button, du siehst das nicht, aber es ist lustig. Warte. Thank you. Thank you. Wir sagen danke. Okay. Christoph von Sawdust hat unsere Platte produziert. Genau. Spielt bei NSOK, mit denen wir nächstes Jahr hoffentlich auf Tour gehen. Wir freuen uns extrem. Und meine abschließende Frage, lieber im Studio arbeiten oder lieber auf Tour sein? Lieber auf Tour sein natürlich, weil Studio ist halt meine Arbeit. Macht mir auch Spaß, ist die beste Arbeit, die ich mir vorstellen könnte. Aber auf Tour sein ist schon geiler, muss man ehrlich sagen. Deshalb, ich freue mich auch und danke, dass ihr Danke sagt und danke, dass ihr mir das Vertrauen geschenkt habt da in euer Debütalbum und danke an alle, die das auch anhören und euch feiern und mal gucken, wo so die Reise hingeht. Yes. Mit euch. Wir Bin gespannt. Mega. Jetzt muss mein Hund raus, jetzt happelt ihr schon die Ja, ganze Zeit perfektes vor. Timing. Na dann, vielen Dank, dass du hier mitgemacht hast. Dankeschön und bis spätestens nächstes Jahr auf jeden Fall. Spätestens. Danke. Supi. Ciao. Habt einen schönen Tag. Ciao. Jetzt müssen wir Manu bestimmt wieder. So, ciao. Okay, meine Lieben. So, wir rufen, ist jetzt hier, ihr wisst, es ist alles live. Manu wundert sich jetzt, warum er rausgeflogen ist. Ich rufe ihn gleich an, aber zwischendurch einmal der Hinweis auf unseren PayPal-Button. Ich guck mal zwischendurch in unseren Instagram-Account, ob dann noch neue Leute beim Und Gewinnspiel dabei sind. Weil wisst ihr was? Geld ist auch für Musiker. Wichtig. Wir sehen immer das Bild, wir hören es nicht, aber wir finden es selber lustig. Okay, ich rufe jetzt Manu wieder an und dann wird er gleich wieder dazugeschaltet. Schön, dass ihr noch da seid. Ihr könnt uns jetzt wieder mit Fragen bombardieren. Genau, ich sehe einen neuen Teilnehmer fürs Gewinnspiel. Ich habe vorhin noch eine Frage gesehen, Maria. Ob nur du vegan bist oder ob wir alle vegan sind. Ah, mittlerweile ist auch Johannes vegan. Tja, Yes, wir So sind ist es also nämlich. fast komplett eine vegane wir Band. snacken hier die ganze Zeit. Maria hat hier Genau. so richtig widerliche, ich muss das jetzt ausprobieren. No, Das sind softe Kaubonbons, aber Schoko-Haselnuss. Wer erfindet denn Schoko-Kaubonbons? Ich probiere das jetzt live, ich nenne die Firma nicht. Aber ja, es die ist klingt auch ein vegan. bisschen weird, die Firma. Manuel ist nicht online. Ich glaube, Manu hat keine Okay, Lust mehr auf Manu. den Livestream. Dann eben nicht. Der Smiley ist auch ganz schön süß dazu. Eigentlich ein bisschen oh Gott. Was sagt denn der Chat eigentlich gerade? Wollen wir mal wieder einblenden, solange Manu... Achso, ja, warte, wir können es ja parallel machen. Es geht ja alles hier. Ja. Achso, du guckst doch hier. Hier siehst du es. So, wann nimmt man an einem Gewinnspiel teil und was kann man gewinnen? Also, am besten oder am effektivsten wäre es natürlich, wenn ihr einfach uns also wenn ihr bereits was gekauft habt von uns, hi Manu wieder, back in game, ich erkläre Hallo. kurz was. Wenn ihr mitmachen wollt, wäre es eigentlich cool, wenn ihr bereits was von uns gekauft habt, uns diesen Kaufbeleg bei Instagram zu schicken, um dann in die engere Auswahl zu kommen. Sonst, wenn ihr einfach so gewinnen wollt, was langsam sehr viele Leute sind, also die einfach gewinnen wollen, ohne was gekauft zu haben, müsst ihr uns einfach bei Instagram auf unserer Future Palace bei Instagram uns eine DM schicken und sagen, was ihr gewinnen wollt und dann verlosen wir das später. Aber genau. Am besten, wenn ihr bereits was gekauft habt, könnt ihr immer noch was gewinnen. Sagt uns, was ihr gewinnen wollt und schickt uns den Kaufbeleg. Es reicht uns auch eine Bestellbestätigung. Genau. Es kommt immer wieder die Frage, ob es die Platte irgendwann auf Vinyl geben wird. Der Traum eines jeden Musikers, einer jeden Musikerin ist, eine Platte auf Vinyl zu haben. Aber unter uns ist es schweineteuer. Und wir haben das Glück, dass wir mit einem sehr tollen Label Rising Empire zusammenarbeiten dürfen, die an uns glauben, die das von Anfang an unterstützt haben. Und die geholfen haben, dass wir dieses Debütalbum produzieren können, dass wir es rausbringen können. Aber man muss auch die wirtschaftliche Seite sehen und um Vinyl herstellen zu können, muss man sich recht sicher sein, dass man davon ein paar hundert direkt los wird. Und mit Corona, wir dürfen gerade nicht touren, wir sehen keine Leute, ist das einfach ein zu großes Risiko. Natürlich sind wir darüber traurig auch. Wie viel kannst du dir gleichzeitig in den Mund... Nee. Okay, kurze Frage hier im Chat. Wie viel kannst du dir gleichzeitig in den Mund stopfen? Das spielen wir heute nicht. Das ist ein seriöser Livestream hier.
Für den anderen Seriös. schicke ich euch nachher meinen OnlyFans. So. Was habe ich erzählt? Ja, achso, wir Vinyl. hoffen natürlich, dass die Platte irgendwann auf Vinyl rauskommt. Wir können es aber gerade nicht sagen. Und erstmal ist das nicht geplant, weil es einfach zu teuer ist. Genau. So, hier waren noch mehr Fragen. Was ist, wir gucken ganz kurz hier unser Skript. Es ist alles live. Ich mache hier zwischendurch mal kurz. Ach so. Oh Gott, jetzt habe ich alles weggemacht. Wir haben natürlich auch Merch. Ihr könnt ihr noch kaufen. Und hier kleine Werbeeinblendung. Ihr könnt uns die ganze Zeit auf future-palace.de, da ist unser Shop, da könnt ihr T-Shirts und Beanies kaufen. Auf Impericon gibt es auch unser Album im Bundle noch. Genau, und selbst wenn ihr jetzt noch gerade was kauft, habt ihr eine höhere Chance, noch was zu gewinnen, weil es gibt 5 Gewinner, die bereits was gekauft haben und nur einen eigentlich, der nichts gekauft hat. Also wenn ihr jetzt noch was kauft, auch wenn es ein Shirt ist oder so, habt ihr immer noch die Chance, ein Album zu gewinnen hier heute. Also schlagt zu. Und ihr müsst uns einfach nur bei Instagram eure Bestellbestätigung schicken. Und dann sagen wir, Thank you. Thank you. so. Okay, was ist denn jetzt? Oh, wir kommen zum Would nächsten. you rather? Wir kommen zum nächsten Menüpunkt hier auf unserer Karte. Wir wollen ja Manu wieder einbinden. Wir wollen, den Manu muss ja auch wieder, wir müssen ihn mehr mit reinbringen. Und wir haben jetzt das schöne Would You Rather Game. Wir trinken dabei nicht, wir spielen einfach nur. Und dafür haben wir uns eine Fragenmasterin ins Haus geholt. Die Hausdame Marie, ihr seht sie nicht, sie sitzt da. Marie, ruf mal laut. Du kannst das schon. Hallo! Das ist Marie. Hört ihr Marie? Marie wird uns jetzt Fragen stellen und die werden wir mal gucken. Die werden wir wohl beantworten. Die werden wir mal gucken. So Marie, leg doch mal los. Was ist denn die erste Frage, die du für Alles uns hast? klar. Würdest du eher dein Leben lang Bassist sein oder Bassistin? Oder aufhören, Musik zu machen? Die Frage würde ich direkt mal, also die Frage, falls ihr habt das hoffentlich alle gehört, würdest du eher dein Leben lang Bassist, Bassistin sein oder aufhören, Musik zu machen? Manu, du spielst Gitarre, das ist doch wie Bass, oder? Nein. Aber ich würde eher Bassist sein, ja. Ja? Mal kurz, man sieht uns nicht mehr so. Ja, irgendwie hier, sorry, Licht müssen hier. wir, jetzt. Ja. Ja, top. Das ist die Kamera, die wird manchmal dunkel, wenn sie denkt, wir reden zu langweilig. Ja, Maria, wie ist es bei dir? Die Frage ist schon echt böse. Wir wollen damit auch niemanden verletzen. Ist Aber es gibt ja dieses Running Meme, vor allem bei uns, wir haben ja keinen Bassisten so. Das heißt nicht, dass wir die nicht wertschätzen, auch wenn diese Frage jetzt aufpoppt. ich bin der, ja, nee, stimmt, Aber, sag jetzt immer nichts Böses. Genau, ich finde halt bei uns ist es nicht unbedingt notwendig, aber ein Bass kann ein wunderschönes Instrument sein und ich würde natürlich lieber Bassistin sein, als aufhören Musik zu machen. Weil ich spiele auch Gitarre und das ist ja naheliegend, aber nicht das Gleiche, also würde ich auch noch machen, auf jeden Fall. Ich habe sogar einen Bass und ich war tatsächlich mal Bassist in der Band. Ach man, Wir haben krass. zweimal geprobt. Nice. Aber das, es zählt, ich darf das sagen. Ich war Bassist in der Band. das heißt, für uns ist der Bass wichtig. Bass ist lieber Bass als gar nichts. Genau. So, Fragenmasterin Marie, wie ist denn die zweite Frage? Würdest du eher einen reichen Musiker, Musikerin oder Psychologe daten / heiraten? Aber beide sind reich, ja? Ja, Beide sind reich. Beide sind reich. Also reiche Komplett Musikerin reich. oder Musiker oder reiche Genau, damit es nicht ums Psychologin? Geld geht. Ja, schon Musikerin. Also, obwohl, ich würde jetzt nicht Taylor Swift heiraten wollen. Beides nice. Ja, das Lustige ist, es ist halt so, es kann das komplette Gegenteil sein, aber es kann sich auch sehr ähnlich sein. Man sagt ja oft, dass Musiker schnell mal auch früher versterben, weil sie halt Probleme haben, mental und so. Es ist halt deswegen ein ganz schöner Gegensatz, ne? Also was wollen wir als Musiker denn jetzt? Ja, weiß Ja, ich, ja. ich glaube, ich würde eine Musikerin heiraten wollen und ich hoffe einfach, dass sie gute Musik macht. Ja, das ist natürlich wichtig. Und Zwischenfrage, läuft YouTube noch? YouTuber, hört ihr uns denn noch? Stimmt, wir haben wenig von YouTube, Leute. Hier steht nämlich irgendwie, irgendwas ist komisch. Ihr könnt die Frage miteinander ja beantworten, ich kontrolliere das hier in der Zeit mal. Alles klar, ich mache einfach mal mit der nächsten Frage. Ach so, Nee, warte. nee, Ach, wir warte, sollen nur wissen, wer Manu heiraten was möchte. willst du lieber? Mir ist es egal. Wirklich? Och, Manu. Frau ist Frau. Ehrlich? Nee, keine Ahnung. Es kommt ja nicht auf den Beruf drauf an, aber ich müsste ja wählen. Ja, es hat schon ein bisschen was. Ich glaube, wenn du mit einem Psychologen zusammen bist, hast du das auch ein bisschen in der Beziehung mit drin. Und Musiker auch, die können total narzisstisch sein. Ah, ich
glaube, ich finde es ganz gut, wenn man mit jemandem zusammen ist, der was ganz anderes macht als man selber. Ja. Dann ist man irgendwie, weiß ich nicht, das ist auch vielleicht inspirierender auf eine andere Art, als jetzt, dass man sich dann auf der gleichen Ebene inspiriert. Aber ich nehme einfach Psychologin, fertig. Die kann auch gute Geschichten von irgendwelchen vielleicht Arbeitssachen erzählen. Vor allem können sie dir immer helfen, wenn du nicht mehr klarkommst mit deinem Tourleben und so. Das hat immer jemand, der theoretisch... Das ist wie bei Metallica, die haben auch einen Bandpsychologen gehabt. Alter, geil. Ja. So ist das Krass. dann. Okay. Maria, hast du schon gesagt, wen du heiraten möchtest? Boah, ich kann es mir ehrlich gesagt selber auch richtig schwer sagen. Also ich war schon mit Musikern zusammen und weiß, das kann die anstrengendste Sache der Welt sein, weil es nichts Schlimmeres gibt, wenn beide die ganze Zeit, ich kann das jetzt nicht sagen, ne, ihren Cock raushängen lassen von ihrer Musik und jeder nur von seinem Projekt die ganze Zeit redet. Und jeder nervt sich eigentlich gegenseitig, weil jeder nur sein Projekt im Kopf hat. Deswegen tendiere ich eher zum Psychologen. Weil ich glaube, das könnte eine gesundere Beziehung sein. Aber es ist auf jeden Fall sehr lustig, mit Musikern zusammen zu sein. Ich glaube, nur für eine lange Zeit ist es schwieriger. Da müssen beide auf jeden Fall mal zum Psychologen gegangen sein, damit das funktioniert. Na, ihr könnt ja zu Manu gehen. Der hat ja dann die Psychologin. Genau, der hat sich ja entschieden. Also sind wir alle so ein bisschen, zwiegespalten. Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Okay, Ja. ich bin gespannt, was Frage 3 sein wird. Würdest du eher für immer Schlager oder für immer Dubstep-Musik machen? Das ist so dumm. Tatsächlich, ich habe Manu kennengelernt, weil bei unserer alten Band der Gitarrist ausgestiegen ist und ich Fan von Manus alter Band war und ihm dann geschrieben habe, nachdem ich Merch gekauft habe übrigens. Manu, das hast du letztens vergessen zu erwähnen. Habe ich. Und in dieser Band davor haben wir Rock, Metal mit Dubstep gemacht. Das war eine gruselige Mischung, wenn man das so sagt. Deswegen, ich würde auf jeden Fall für immer Schlager machen. Krass. Das ist also auch einfacher zu spielen, glaube ich. Da machst du dich nicht tot als Schlagzeuger. Ich könnte das nicht. Also ich würde auf jeden Fall eher Dubstep machen, auch wenn es jetzt schon Aber da singst du ausgestorben doch gar nicht dann. ist. Ja. Kann man ja. Oder was machst du da? Ich mache so die Samples im Hintergrund. Aber ich weiß nicht, bevor ich Schlager singe, nee, das singe ich lieber nicht mehr. Okay, das singt dann. Das ist ein Statement, glaube ich. Maria hört einfach auf zu singen. Manu, bei dir? Ich glaube, ich würde Schlager machen, weil du eine viel größere Bandbreite von Fans hast. Ja, klar. Aber emotional könnte ich das nicht. Aber ja. Aber ja, ich würde, glaube ich, trotzdem Schlager machen. Und dann das Schlager-Game revolutionieren und dann ist gut. Sehr gut. Okay, Frage Nummer 4. Würdest du eher komplett nackt mit deinem Instrument performen oder ein Instrument spielen, was du nicht beherrschst? Das passt ja zu Manus Story vorhin, ne? Oben ohne. Ja, Manu, erzähl du mal. Ich würde eher nackt performen. Das habe ich gewusst bei Manu. Ich habe Wenn tatsächlich mit der beides Gitarre schon mal spiele, gemacht. dann ist man ja nicht nackt, ja? Also, Bei der Gitarre. Das kann man stimmt, ja du hast so recht. denken, dass das alles noch geht. Das stimmt wohl. Maria, du? Du hast beides schon gemacht? Ja, ich habe doch vorhin erzählt, wir waren eine der schlechtesten Bands, die man so kennen konnte. Ich hatte noch keinen Schlagzeugunterricht, das heißt, ich war schlecht und wir haben nackt gespielt. Oh Und mein Gott. Es tut mir so im Nachhinein auch leid für meine Familie, die dann, ich weiß nicht, ich glaube, die waren da mal dabei, wenn du so als Schlagzeuger sitzt und deine Eltern gucken dir direkt in die Kronjuwelen. Was? Ja, Warum macht man sowas? wir mussten ablenken von den Songs. Alter. Also ich glaube, ich habe ja als Sängerin nicht so die Chance, irgendwas zu verstecken. Ein ganz dickes Kabel. Oder den Mikroständer von dem Kornsänger. Ja, so ein riesen... Also wenn ein riesen Mikroständer vor mir wäre, der breiter ist als ich, würde ich nackt performen und mich nicht bewegen, ne? Selbst wenn ihr das dann seht. Aber ich glaube, ich würde lieber ein Instrument machen, das ich nicht beherrsche, weil ich kann mir schnell Harfe. Sachen... Ja, ich kann mir schnell Sachen beibringen. So, ich glaube, es gibt nichts, was ich gar nicht hinkriege. Einfach mal so ganz schnell. Hoffen, weiß ich nicht. Also, ich würde sogar Schlagzeug lieber spielen. Okay, das habe ich mir gerade vor. Ich glaube, Schlagzeug ist das, was du am wenigsten könntest, direkt, oder? Ich glaube, so Aber du Trompete wäre noch schlimmer auf jeden Okay, Fall. okay, sowas. Ja gut, okay, das Ja. wäre... Das würde Aber ich- stimmt, ja, aber selbst Schlagzeug kann ich ein bisschen. Also, Ach so, okay. geht das schon klar. Na gut. Lieber das. Und wir haben eine finale Frage von der Quizmasterin. Vielen Dank an Maria an dieser Stelle. Dankeschön. Auch fürs Catering. Achso, ja. Würdest du lieber einen Song vom Album kicken oder einen nie wieder live spielen dürfen? Und falls ja, welchen?
gemeine Fragen möchte ich hier mal Ja, anmerken. Wer die wohl geschrieben hat? Ich nicht. Auf jeden Fall nicht. Manu, fang du mal an. Das klang so, als ob du die wirklich geschrieben Nee, ich habe die nicht geschrieben. Ich habe die wirklich nicht geschrieben. Ich glaube, ich würde halt lieber einen Song nicht live spielen, als ihn nicht rauszubringen. Und das wäre... Boah, schwierig. Hey, du hast das Album ja nicht. Ich zeig dir nochmal die Tracklist. Ach, ich habe auch dazu geschrieben, eigentlich Maybe Strip zählt natürlich nicht dazu. Okay, gut, schade. Hätte ich Nee, jetzt das gesagt. zählt nicht dazu. Nee, ich würde tatsächlich, glaube ich, Twisted nicht live spielen. Aber da hast du das ein schönes. Da hat Manu so ein ganz tolles Intro für gemacht, was dann live direkt in den Song übergeht. Das wäre ein bisschen traurig, Manu. Das war ein perfekter Opener auf der Tour. Das war wunderschön. Naja, Wer uns schon mal live gesehen hat, ihr könnt gerne mal hier reinschreiben. Habt ihr uns schon mal live gesehen? Und Haut doch mal hier rein. schreibt auch gerne mal rein, immer was eure Favorite Songs sind. Das interessiert uns auch im Übrigen. Oder ob ihr Bassist sein wollt. Wollt ihr was das sein? Ihr könnt gerne mitantworten. Wir nehmen euch mit in den Livestream rein. Deswegen sind wir hier mit euch. Genau, haut raus. Aber Maria, welchen Song, also oder was ist deine Antwort? Ich würde auch eher nicht live spielen sagen, weil ich finde, wir haben auch manche Songs auf dem Album, die auf jeden Fall eher als Albumsong funktionieren als Live-Song. Wie zum Beispiel, kann ich mal kurz, ich habe ja selber ein Album, das ihr auch heute gewinnen könnt. Und kaufen könnt ihr das auch. Und wenn ihr Kaufen. Wenn ihr das nicht kaufen wollt, dann könnt ihr aber zumindest. Genau. Ja, also wenn ich jetzt an den Song, also ja, ich würde auf jeden Fall lieber den Song nicht live spielen. Aber welchen denn? Das ist jetzt gar nicht abhängig davon. Also ich finde zum Beispiel My Air ist ein Song, sorry, ich sterbe. Trink mal Der was. ist untypisch für uns. Ich erzähle weiter. Ich würde genau das gleiche machen, was Maria sagt. Oha. Der ist, also ich würde den gern live spielen, aber dann würde ich den gern irgendwie anders machen, mit so irgendwie Tänzern oder irgendwie was Krasses. Tänzern meinst du ungefähr so hier? Mit Tänzern, die genau das machen im Moment. Genau, weil ich glaube, der würde in einem Set, aber wir wissen es natürlich noch nicht, vielleicht bauen wir es auch ein. Ich glaube, das wäre ein bisschen krasser, den einzubauen. Deswegen glaube ich, kann man den auch live rauslassen, so trotzdem schön auf der Platte lassen. Für mich ist das ein Song, der ist so perfekt wie hier so bei Raab lief ja am Ende immer One Moment in Time. Ich kann mir vorstellen, zu My Air von der Bühne zu gehen. So, da stelle ich mir vor, wie ich perfekt so die Beckenständer abschraube, wie ich so die Cases von der Bühne wuchte. Das würde gut, fühlt sich gut an. Dann ist der Song noch nicht ganz weg. Ja. Ja, also man kann ihn bestimmt cool live performen, aber ich glaube, genau, okay, da haben wir uns entschieden. Wir sind mal wieder Wir sind uns eigentlich einigermaßen ähnlich. Einigermaßen. Wie ist denn das jetzt, wenn jemand, der hier sitzt, mal auf Toilette möchte? Ich muss auch ganz schön auf Toilette. Wir können auch gerne, dass du kurz mal auf Toilette gehst und ich mache mit Manu einfach mal die Song-Stories, Ja, mach weil das wir mal. die ja auch überwiegend zusammen gemacht haben. Ich mache kurz ne? einmal Werbung, ne? Cause you and I were far off from fairy tale. We just turn each other crazy. Our minds are hazy. You keep asking me how I'm doing. Auf unser Stream Master. Deswegen nicht wundern, wenn jetzt hier gerade was holprig läuft. Ich gucke im Übrigen fleißig nebenbei an, wer jetzt noch mitmachen will beim Verlosungsspiel. Okay, Manu, fangen wir mal an. Wir haben jetzt hier noch unsere letzten kleinen Stories, die wir erzählen für die Leute. Wenn ihr noch alle da seid, ist denke ich so geschrieben. Noch live nicht gesehen. Okay. Und zwar haben wir 2 Songs ja gefragt auf Instagram, wo die Leute die Stories von wissen wollten. Ne? Da habe ich jetzt mal gecheckt, was das so für Songs waren. Und auf Nummer 1 war Maybe. Du kannst ja gerne mal einfach die Instrumentalversion der Geschichte erzählen, wie dieser Song entstanden ist und wann und wie. Okay. Interessant an vielen Songs ist, dass die Instrumentals schon relativ lange in der Schublade lagen. Also die hatte ich schon für eine alte Band geschrieben und hatte die dann im Grunde nochmal neu überarbeitet. Und ich weiß gar nicht mehr genau, von wann der Grundstock von Maybe, also wann der entstanden ist. Ich weiß allerdings noch, welche Band mich da sehr beeinflusst hat. Und zwar war das Being as an Ocean tatsächlich. Ah ja, stimmt. Das war Anfang. Und ich weiß auch, ich war mit Maria beim Konzert
Bei Never Say Die Tour waren wir. Never Say Die Tour Wo auch Alaska gespielt haben. Lass dann Shoutout. North Lane war, Brauchst glaube keinen ich, Shoutout mehr machen. Co-Headliner. Manu hat gerade geschickt, dass Ich ich weiß das jetzt nicht mehr ganz genau, ja. Genau, der war da irgendwie sehr, sehr maßgeblich, was das Instrumental beeinflusst hat. Und tatsächlich das merkt man nicht so sehr, aber da sind viel so 80s Synthwave-Sachen im Verse mit drin. Und da hatte ich angefangen, solche Musik zu hören. Und das ist ja jetzt, also es war Ende 2018, ja. Und im Grunde ist es eine Entwicklung von diesem eher so rockigen Metal hin zu mehr so, weiß nicht, Emo, 80s Synthwave Sachen. Ja. Ja, krass. Also du hast auf jeden Fall, genau, das haben wir ja schon mal erklärt, dass du viele Sachen einfach schon voll vorproduziert hast quasi so, also vorgeschrieben hast. Und als wir ja zusammen, wir haben ja so zu zweit eher angefangen, hast du mir quasi diesen Dropbox-Link geschickt, wo ich dann diese ganzen Songs mit Nummerierung hatte und ich weiß noch ganz genau, Maybe war Demo 1. Maybe war der erste Song, den wir nicht nur veröffentlicht haben, sondern auch wirklich geschrieben haben. Ja. Und ich habe auch noch ursprünglich sogar drüber gescreamt, total extrem und so, ich weiß das noch, in meiner Wohnung habe ich das gemacht, mit meinem USB-Mic, was wir heute benutzen. Aber mich hat der Song auch sofort gecatcht, also der hat mich sofort, sowieso alle Songs haben mich sofort komplett meinen Vibe gecatcht, so. Und bei Maybe war es mir einfach am einfachsten, sofort was zu schreiben. Das war so, ich weiß nicht, das ging einfach super easy. Und irgendwie hat es auch lustigerweise der Text vom Vibe gepasst. Es ist ja immer so ein bisschen, ich weiß ja nie, was Manu sich denkt, wenn er die Instrumentals schreibt, aber ich probiere es immer so zu verstehen und meine Emotionen dann dazu zu verbinden irgendwie. Und irgendwie funktioniert das ganz gut, das ist ganz schön verrückt. Aber ja, Maybe ihr kennt ja vielleicht auch den Songtext und so, das ist Maybe, wie auch der Titel sagt, es ist so ein in der Luft schweben und so dieser Kampf mit sich selber, wie geht's weiter und maybe werde ich es nicht hinkriegen, maybe I will make it und maybe I will meet you all again when our bones are buried under sand. Klingt ja eigentlich eher, als ob man aufgibt, aber es passt halt perfekt. Also ich finde es immer noch lustig, dass es unser erster Song ist, weil er zum Bandnamen passt, zum ganzen Konzept passt, zum gesamten Album passt und es ist halt auch einfach einer meiner Lieblingssongs. So, das ist. Aber welche Songs hast du damals zuerst gehört? Manu, hat Maria diesen Dropbox-Link mit allen Demos gekriegt oder mit den 3 Demos? Ich glaube, es waren 5 Songs, oder? Nee, da waren richtig viele in meiner Erinnerung. Weil wir haben am Anfang immer so einen Link rumgeschickt, da war Maybe drin, Break Free und... Break Free habe ich auch relativ früh gehört. Das war auch der erste. Da war auch noch Lock drin, den keiner kennt. Lock. Ja. Break Free war der erste Song, den wir zusammen gespielt haben. Ja, stimmt. Aber ja, auf jeden Fall Maybe, also genau, zur Background-Story, also er geht auf jeden Fall um einen Kampf mit sich selber und dieses Zweifeln, ob man es schafft oder nicht. Das ist quasi die Song-Story und der erste Song, den wir zusammen gemacht haben. Guck mal, ganz kurz, der zweite Song, es ist wirklich ein richtig knapper Ausfall gewesen. Ihr habt relativ viele geantwortet. Schwankt so ein bisschen zwischen, sagen wir mal, Illusionist und Anomaly. Was wollen wir denn jetzt lieber beantworten? Anomaly oder Illusionist? Was ist das? Der erste Kommentar gewinnt. So, 10 Sekunden ab jetzt. Genau, Leute, was wollt ihr lieber hören? Illusionist, die Story oder Anomaly? Schreibt es uns in die Chats jetzt. Oh, wer wird da zuerst antworten? Leute, antworten. Seid ihr noch wach? Das ist wie auf dem Hot Seat hier. Genau. Gleich geht Ich der muss Buzzer zwar auch los. pinkeln, aber egal. Oh. Leute, seid ihr noch da? Gucken die alle Fußball? Guckt ihr etwa Fußball? Oh, Illusionist. Okay. Illusionist, du hast gewonnen. Arne, danke, Arne Lindenau hat dass du gewonnen. uns hier nicht hängen lassen hast. Dann So. geht es jetzt los. Illusionist, die Story. Manu kann wieder gerne mit dem Instrumental anfangen. Ich weiß es tatsächlich bei dem gar nicht mehr so genau, weil... Harte Riffs kann ich mich nur erinnern. Sehr viele. Wie bitte? Da waren auf jeden Fall viele harte Riffs. Da kam anfangs. Manu in den Ja. Proberaum und hat gesagt, ey, ich habe hier einen Song geschrieben, der komplett auf Gitarre ist. Und da hat er sein Handy angesteckt und uns über diese grausamen Proberaumboxen diesen Song in brutaler Lautstärke vorgespielt. Wirklich? Oder war das Something New? Vielleicht verwechsel ich es auch. Ich weiß es auch nicht Aber mehr. ich glaube, es war Illusionist. Du hast den übelst laut über so hässliche Kacklautsprecher uns vorgespielt. Aber Ja, das kann sein. ein Bei dem echter Song ist auch weiß übers ich jetzt noch, Telefon. dass der war ursprünglich einen ganz Tonschritt höher. Wir haben War er den nicht- tiefer gemacht. Und das ist... Stimmt, der wurde dann viel härter dadurch, ne? Das klang ja, jetzt viel der wurde brutaler. ziemlich doll dadurch. Ja. Der war eigentlich auch relativ, so
spritzig, würde ich sagen. Keine Ahnung. Warte, da muss ich zwischengehen. Aber ich fertig. Okay. Nee, aber ich weiß gar nicht mehr, was da jetzt so genau der Punkt war. Es war bei dem tatsächlich der ist so in der Mitte unseres Produktionsprozesses entstanden. Der ist nicht am Ende entstanden, der ist nicht am Anfang entstanden. Ich glaube, das merkt man auch so ein bisschen. Wir waren eingespielter. Der ist ein bisschen experimentell, wirkt er auf mich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie er so nach außen hin wirkt, aber ja. Der macht auch beim Spielen am meisten Spaß, tatsächlich. Ja, der macht echt Spaß. Der knallt immer auf jeden Fall, wenn man den macht. Aber krass, also ich finde halt dadurch, dass dieser Song, also so wie ich jetzt wieder dann den Song gehört habe, mit diesen harten Riffs und alles, hat das für mich so eine richtige Wucht gehabt. Und thematisch hat das dann, also ihr habt ja, weiß nicht, ob ihr die Musikvideos dazu gesehen habt, aber checkt gerne nochmal das Musikvideo zu Illusionist aus. Haben wir 2 super Darsteller dabei gehabt, Lorenzo und Claudi. Falls ihr zuschaut, Shoutout an euch. Vielen Dank, dass ihr das so super gemacht habt. Auch nochmal in Kamera 2. Genau, Kamera 2 muss auch noch. Shoutout an Lorenzo, an Claudi. Könnt ihr gerne auschecken. Die haben auch Instagram. Falls ihr hier seid, könnt ihr gerne kommentieren. Genau, und die haben es wirklich nochmal schön gemacht, weil für mich sind Musikvideos nochmal super toll. Ich mache ja auch gerne das Skript dafür und so und plane das Ganze, weil man die ganze Story nochmal sehen kann. Wir haben ja auch so ein paar Reaction-Videos immer. Shoutout an FYM Reacts. Shoutout to all our reaction channels. We watch you. We watch every reaction video. And every time I'm watching, I'm like live typing my reaction to the reaction video to the band, and I think they're annoyed as fuck because he saw this and he saw that. And yes, it's funny. It's really funny. So you know, jetzt merkt ihr, warum wir nicht Englisch reden. Weil ich klinge wie eine deutsche Kartoffel. So, und wieder Deutsch. Genau, jetzt kurz und knapp, wir haben noch ein bisschen Sachen auf dem Plan. Genau, also aber an sich geht, wie das Video auch darstellt, Illusionist über Gewalt in Beziehungen oder häusliche Gewalt, egal ob zwischen Mann und Frau, Mann und Mann, Frau und Frau. Genau, Gewalt in Beziehungen muss auch nicht nur in Beziehungen sein, also jetzt in romantischen Beziehungen, sondern in jeder Hinsicht des Lebens. Und dieser Titel Illusionist hat jetzt zum Beispiel etwas damit zu tun, wie geht man danach wieder in sein Leben rein, nachdem man sowas erlebt hat. Wie kann man überhaupt sich wieder resozialisieren? Darum geht ja auch so ein bisschen das Album und so Escape. Und Illusionist heißt, du bist eine Zeit lang erstmal der Illusionist, der so tut, als ob er wieder normal ist, aber absolut gar nichts im Griff hat. Und diese Illusionist-Phase muss man halt erstmal überleben, überarbeiten, um dann wieder wirklich authentisch normal zu werden. Und I'm just an illusionist, playing okay, das ist die Story vom Song. Genau. Das ist auch einer der Texte, der mich am meisten berührt hat, tatsächlich. Dankeschön. Also sie haben mich alle berührt. Das ist ja immer, es ist immer komisch, wenn man in einer Band ist und Texte vorgelegt kriegt, weil man kennt die Person meistens sehr gut. Ich kannte dich ehrlicherweise noch nicht sehr gut. Wir kannten uns noch weniger als Manu und ich. Genau, sogar weil ihr mal... Und du aber, Manu, kanntet euch. Genau, aber deswegen diese Texte, die gingen mir immer sehr nah, auch wenn man involviert ist, fand ich das immer sehr schön. Es ist komisch, im eigenen Stream zu sagen, dass mir die Texte gut finden. Aber ich finde die Texte super. Aber die Songs finde ich auch super. Aber naja, die Texte sind ja die Message, die Band zusammen übermittelt, ne? Also wir stehen ja zu dritt auf der Bühne. Es ist ja nicht nur Maria und die Muppets Show, sondern... Noch nicht. sondern wir wollen ja zusammen eine Message vermitteln. Da muss ja die Band auch wissen, worum der Inhalt geht, ne? Das stimmt. Genau. Bevor wir jetzt uns langsam auf die Zielgerade bewegen... Ihr könnt über Favorite Songs reden und ich gehe kurz auf Toilette. Genau, mach das mal. Ich quetsch Manu jetzt gleich aus. Ich wechsle mal auf Kamera 2. Weil wofür haben wir die denn aufgebaut? So, bevor wir jetzt auf die Zielgerade unseres wunderschönen Plauschs hier gehen, schreibt doch nochmal eure Fragen in den Chat. Wollt ihr noch irgendwas wissen? Gibt es irgendwas, was euch brennend interessiert, was wir die ganze Zeit überlesen, was wir immer noch nicht beantwortet haben? Irgendwas anderes, was ihr wissen möchtet? Haut es jetzt in die Tasten, wir werden es beantworten. Und Manu, ich wechsle die Kamera wieder, damit ich dich einigermaßen angucken kann. Jetzt geht es darum, was unser Lieblingssong vom Album ist. Okay. Können parallel die Leute übrigens auch sehr gerne in den Chat schreiben. Das interessiert mich ja auch. Wir sehen das ja bei Spotify so ein ganz bisschen an den Streams, aber Manu, hau mal raus. Was ist dein Lieblingssong und warum? Hier nochmal die Tracklist. Wie gesagt, du kennst die CD ja noch nicht. Ja. Hier, gucke. Gibt's die eigentlich in London irgendwo? Nee, oder?
Es Laden? gab sie in Bremen, also vielleicht gibt es sie auch in London beim Saturn. Bei Virgin Records. Also Impericon shippt auch nach UK. Kostet, glaube ich, das Shipping genauso viel wie die CD. Okay. Aber soll ich dir eine schicken? Nee, wann bist du denn wieder da? Weiß ich noch nicht. Achso, okay, na dann sag Bescheid. Aber so, jetzt zurück hier. Ich gucke in den Chat und du beantwortest mir aber die Frage. Was ist dein Lieblingssong und warum? Es ist tatsächlich sehr fluide, weil, wie sich vielleicht die meisten denken können, haben wir die Songs 1 Million Mal gehört. Und es sind oft die Songs, die man am wenigsten gehört hat, die einem dann doch wieder am besten gefallen, gerade. Ja. Ich muss sagen, ich finde gerade Something New sehr gut. Ja, ich finde tatsächlich gerade Something New sehr gut. Also es ist vielleicht nicht mein Lieblingssong, aber es ist der, den ich aktuell am liebsten mag. Weil ich ihn noch nicht so oft gehört habe wie die anderen Songs und überhört habe vielleicht. Das merkt man, kurz für alle, das merkt man mit Manu immer, wir haben eine WhatsApp-Gruppe und einmal im Monat schreibt Manu rein, Song XYZ wäre eine richtig gute Single. Und dann weiß man, dass Manu diesen Monat wieder einen neuen Favoriten hat. Diesen Monat hat Manu, ich glaube, vor einer Woche geschrieben, Something New wäre eine richtig gute Single. Stimmt. Ja. Aber verstehe ich. Den Song, ich habe das Album jetzt, als ich bei Maria die Kamera abholte, habe zum ersten Mal laut durchgehört. Dann war ich auch so krass. Die Songs, die man nicht kennt, weil man sie bei Videodrehs 800 Mal hören musste am Stück, die findet man echt, die hört man halt noch gerne. Ja. Aber habt ihr schon eure gesagt, beide? Ja, Manus Lieblingssong gerade ist Something New. Okay. Maria, was bei dir? Wir wissen ja alle, was deiner ist, oder wie das links geht. Weiß nicht, was du meinst. Ehrlich gesagt ist es bei mir mal hin und her. Bei mir sind es irgendwie so 3, aber ich verstehe das komplett, dass man selber, das ist so wie sein Kind auszusuchen, sein Lieblingskind, ne? Ich sage ja immer, unsere Songs sind unsere Kinder und es ist extrem schwer, weil jedes Kind ist ganz speziell und ist ganz eigen. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, also ich schwanke immer auf jeden Fall zwischen Maybe, Twisted und, ja okay, Lately und Illusionist, das sind schon viele. Also fast alle. Genau, und auf Platz 1 sind bei mir 2 auf jeden Fall, und zwar Twisted und Lately. Das ist für mich so... Oh, krass. Das Krasse ist halt, Lately spricht über ein sehr intimes Thema, ne? Also wenn ihr das war ja heute nicht ausgesucht vom Song, also das spricht auch vom ähnlichen Thema wie Illusionist. Aber für mich ist Twisted vor allem so gut, weil es meine aktuelle Lage einfach beschreibt und wie es einem geht, nachdem man viel erlebt hat. Aber ich glaube, der Song kann auch viele ansprechen. So. Also ich glaube, viele können diesen Song verstehen, wenn sie also der ist für mich der zusammenfassende Song, zusammen mit Break Free, der diese ganzen Gefühle zusammenfasst, am Twisted, ja. So, wie soll ich jetzt damit umgehen? Und weil, klar, man kann über diese einzelnen Geschehnisse reden, aber Twisted ist auf jeden Fall nochmal, ich weiß nicht, für mich irgendwie auch das Outro und so, der so übelst schön nostalgisch ist und es ist schwierig. Ja. Twisted und Lately, die der Chat sagt auf jeden Fall gerade Lately. Ja, danke. Die Favoriten sind Lately. Ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr, sehr starker. Also wie gesagt, beide, ne? Bei mir ist es tatsächlich, die Band lacht mich deswegen aus, aber es ist Break Free, weil das ist der erste Song, den wir zusammen im Proberaum gespielt haben. Und die Demo dazu hat Manu, glaube ich, vor 5 Jahren schon geschrieben oder 6 Jahren sogar. Und für eine Band davor irgendwie wurde da der Gesang nicht fertig gemacht. Und diese Demo habe ich schon mal in einem Abspann von einem Tourvideo benutzt. Weil dieses Klavier-Intro war schon, das war, weiß ich nicht, das catcht mich jedes Mal, wenn ich das höre. Es ist schon wirklich sehr cinematisch, so der Song. Deswegen, das trifft sehr gut. Und dann aber, als sein Gesang noch dazu kam, dann jetzt als Chris das nochmal durch den Fleischwolf gedreht hat, der Song kam zurück und war so, krass. Also ich meine, ist auch das Zitat im Album, was nochmal It's Time to Fly, was du erzählt hast. Das ist auf jeden Fall so ein Albumsong, also ein richtiger... Der gehört einfach auf Escape rauf. So, das ist einfach ein schönes Ding. Und der macht auch Spaß zu spielen. Ja. Tatsächlich Anomaly. Interessant, also wie eure Meinungen sich auch unterscheiden, aber natürlich freuen wir uns, wenn jeder Song einfach... Das ist ja auch das Ziel der Sache. Jeder Song hat einen eigenen Charakter, eigene Story, aber gehört ja alles zum Großen und Ganzen so dazu. Stimmt. Man kann ja auch mal reingerätschen. Also wir sind dann das Album so rangegangen, dass wir jetzt nicht gesagt haben, wir wollen jetzt so ein Konzeptalbum machen, wo eine Geschichte durch und durch von vorne bis hinten erzählt wird und das halt wie so eine Reise ist, sondern eigentlich haben wir eher den Ansatz verfolgt, dass dass jeder Song eine Single sein könnte. Ja, genau, stimmt. Und ich glaube, das hört man auch ein bisschen. Also
Vielleicht, also ich bilde es mir jedenfalls ein. Und das war halt eben der Anspruch, dass jeder Song theoretisch als Single funktioniert. Stimmt. Und deswegen fällt es dann auch vielleicht so schwer zu sagen, okay, das ist jetzt halt der eine Track oder Ja. so. Also Jeder Song hat gleich viel Aufmerksamkeit bekommen. Das war jetzt nicht so, dass irgendeiner... genau. Auf jeden Fall. Ja, krass. Wir haben noch ein paar Fragen aus dem Chat. Oder wollen wir zum Gewinnspiel gehen, Maria? Gehen wir noch gerne zum Chat, weil wir können immer noch gerne ein paar Teilnehmer für die Verlosung irgendwie ein bisschen einsammeln. Und zwar auch Teilnehmer, die bereits was gekauft haben. Das wäre immer noch super. Ihr würdet uns extrem supporten und habt zusätzlich nochmal was ihr Leuten schenken könnt oder zur Tour kommen könnt oder Merch irgendwie, wie ihr möchtet. Genau. Ach, guck mal, hier hat jemand gesagt... My Air finde ich am außergewöhnlichsten und steht ganz weit oben bei mir. Genau, My Air ist auf jeden Fall vom Charakter nochmal total anders. Also das haben wir auch bewusst gemacht. Das war Manus Song. Das stimmt, den hat Manu. Man muss auch sagen, wir sind ja, also wie wir vorhin mit Chris festgestellt haben, über ein Jahr lang immer mal wieder ins Studio gegangen für 2, 3 Songs. Und vorher gab es immer rege Diskussionen, welche Songs denn jetzt aufgenommen werden. Wir haben immer meistens so 2, 3 aufgenommen. Und Manu hat sich meistens dann final durchgesetzt. Und auch My Air hat Manu, ich sag mal, man kann schon sagen, durchgedrückt. Das hat er so wirklich. kann man das sagen. Ja. Und jetzt, wenn man das so am Stück hört, passt es perfekt dahin, Ja. passt auch perfekt an die Stelle. Wir haben zusammen mit dem Thomas, Let's Go Radio, schön nochmal zusammengearbeitet, mit dem ihr ja vorher bereits ein Projekt hattet. Deswegen finde ich das auch für euch richtig schön, dass ihr mit Thomas jetzt nochmal zusammen einen Song hatten, der jetzt auf dem Album mit ist. Weil er irgendwie ja auch Teil vom Start von Future Palace ist, weil ohne Thomas würden wir jetzt hier nicht sitzen. Das halt stimmt. So. Ja, da muss man vielleicht erzählen, ohne Thomas hätten Maria und ich und Johannes, wir drei uns gar nicht gefunden, weil Maria ein Feature für unsere alte Band aufgenommen hat. Genau. Ist so. Und also wo Johannes, Thomas und ich in einer Band waren. Und da hat Maria ein Feature aufgenommen und dann so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Und dann haben wir jetzt mit Thomas noch diesen einen Song produziert, diesen My Air. Genau. Ja. Und das hat auch noch mehr mal- seine Art von Musikproduktion ist, als jetzt vielleicht von Chris zum Beispiel. Und ja. Ja, auf jeden Fall. Also wir wollten nochmal einen anderen Vibe. Wir wollten einfach mal unsere ganzen Facetten austesten und auschecken. Also deswegen vielen Dank nochmal an der Stelle an Thomas, falls du zuguckst oder nachträglich. Vielen Dank für den Song und dass du uns noch so supportet hast. Das stimmt. Hier ist noch eine Frage, ich bin hier so ich lese mal vor. Wo haben wir denn das Video zu Party Race gedreht? Das war auf der Insel Pöhl an der Ostsee, Genau. bei Wolgast. Wir Das kommen ja war- aus Berlin nochmal so kurz am Rande und das war für uns ein ganz schöner, also gut, wir hatten da gerade einen Moment einen Auftritt. Genau, ich glaube, Maria hatte eine Vorstellung, wie es aussehen soll, und dann hast du bei Google Maps... Genau, ich habe die Insel bei Google Maps Bei Google gesehen. Maps hat Maria die Küste also wir haben einen Tag vorher, wir hatten an dem Wochenende unsere ersten beiden Shows und dachten, ey, wir haben ein Auto, wir haben 2 Tage noch Zeit, wir fahren dann direkt einfach zum Videodreh und drehen noch was, wenn wir schon unterwegs sind. Unser lieber Kameramann Bipo war dabei, Tommy, unser Helfer, war dabei. Das Tommy, heißt, bist du noch da? echt Bipo, mal, bist du Tommy, da? hau Wo doch mal seid was ihr im denn? Chat. Also Leute, wach werden, gleich Ist- geht die Verlosung los. Ist nämlich auch so. Und dann dachten wir uns, okay, dann drehen wir noch was. Wir haben in Hamburg gespielt den Tag davor und dann haben wir in der Nähe von Hamburg oder auf dem Weg so einigermaßen Richtung Berlin geguckt, wo können wir drehen. Maria hat Google Maps alles durchgeguckt, bis sie Insel Pöhl am Timmendorfer Strand diese Steilküste gefunden hat. Sehr, sehr schöne Insel. Und dann, ohne jemals da gewesen zu sein, haben wir beschlossen, dahin zu fahren. Genau. Haben ein Airbnb gebucht. Genau. Ich Das Haus. bin nachts noch nach Hause gefahren, aufgrund eines Fußballspiels. Und wir waren da, haben uns die Sterne angeguckt, kamen erst nicht ins Airbnb rein. Aber es war so ein schöner Dreh trotzdem. Also es war so auch Urlaub für uns einfach mal. Unser erster kleiner Bandurlaub, glaube ich, auch so ein bisschen Ja, zusammen. und Maria soll sehr gut gekocht haben, habe ich gehört. Ja, Man oh kann- Gott, war das gut. Ja. Ich bin, Stimmt, das ist ja für immer der Running Gag, dass du das nicht gegessen hast. ich bin am nächsten Morgen aber um 5 in den Zug gestiegen und wieder zurückgekommen und war dann ganz früh morgens wieder da. Und sonst, es war sehr schön. Man sieht, es war arschkalt und Manu und ich hatten tatsächlich Neoprenanzüge an, als wir durch dieses Wasser gelatscht sind. Stimmt, es war so Ich kalt. hatte keinen Neopren an. Ach, du bist nicht reingekommen. Da gibt es ein Foto. Stimmt, stimmt. Ach krass.
Dann haben wir die umsonst gehabt, alle. Ja, stimmt. Du hattest die auf jeden Fall an. Oh, guck mal hier. Tommy schreibt zum Beispiel an diesem besagten Abend, dass Tommy mehr gekocht hat als Maria. Er hat nur geschnippelt. Das ist immer so. Oh. Das, Aber Schnippeln ist auch Kochen. Das kann man schon. Das ist die gefährlichere Arbeit. okay, ich bin da mal zu faul für, aber ich habe gewürzt auf jeden Fall. Und das war auch mein Gericht. Er hat es nur wegen mir gekannt. Curry kennt man nur wegen mir. Nein, aber diese Version vom Curry. Übrigens viel Spaß an die Person von uns dreien, die nachher die Untertitel schreiben darf für dieses Ding hier. Habe ich auch gedacht. Ja. Vielleicht machen wir so ein Best-of. Oder wir nutzen so einen Automatic Translator. Are there actually any English viewers right now? Please comment in the chat right here if you are still in here. If you are awesome for sticking around with not understanding a thing. Free German guy. Okay. Oh, eine Frage noch. Wie macht ihr das live mit 4 Instrumenten, wenn ihr zu dritt seid? Wir haben ja vorhin kurz erzählt, dass wir in Münster auf der Flash Forward Tour kurz das Problem hatten, dass beim Soundcheck wurde der Laptop, den wir dabei haben, über den die Samples, also Synthesizer und der Bass kommen, dass der rausgezogen wurde, sodass nichts mehr funktioniert hat. Und dann haben wir uns jetzt ein neues Gerät gekauft, was das kann, ohne ein Laptop zu sein. Und wir konnten es noch nicht ausprobieren. Aber hey, ich schwöre euch, hier Band, das wird super funktionieren. Ich habe das hier nebenan stehen, das funktioniert. Tipptopp. Ich check nur nebenbei die Verlosung, nicht erschrecken. Ich rede einfach weiter. Und ja, genau, also Bass und Synthesizer kommen tatsächlich vom Band. Wir haben uns da bewusst für entschieden, keinen Bassisten zu nehmen, behaupte ich mal. Weil einfach, wir merken zu dritt, bei uns sind die Aufgaben sehr, sehr klar geteilt. Manu schreibt die Songs, Maria macht die Texte, kümmert sich um die Videos, ich mache die langweiligen Sachen. Und deswegen, wir wüssten gar nicht, was ein Bassist machen soll. Außer Bass spielen und das schwerste und nervigste Instrument zu haben, was man im Bus laden muss. Yes. Ich sehe gerade, ihr habt so fleißig doch noch uns geschrieben, aber das war alles auf Nachrichtenanfrage und das sehe ich gerade erst. Und ich muss jetzt abwiegen, wer denn schon was gekauft hat und wer nicht. Ja, dann willst du es gucken und ich laber weiter? Sehr, sehr gerne. Nicht Jan, wundern, dass ich kurz vielen Dank, abwesend dass du in bin. Münster warst. Hast du mitgekriegt, dass wir gestresst waren, weil als Einlass war, hatten wir noch nicht mal gesoundcheckt. Wir waren 6 Stunden gefahren, Manu ist aus London direkt dahin geflogen und es hat so semi-Spaß gemacht. Ich war so ein ganz bisschen gestresst, da gab es leider auch nur Pizza mit Käse. Das heißt, wir haben auch nichts gegessen und sind dann noch eine Stunde nach Dortmund gefahren, um da zu pennen. Und nachts war der Release von Illusionist und wir waren ganz früh alle wach und lagen im Bett mit den Handys und haben geguckt, ob irgendwelche Leute den Song hören oder auf irgendwelchen Playlisten ist. Das war ziemlich witzig. Crazy. So, was ist denn noch in den Chat? Hat man nicht gemerkt. Oh, das ist gut. Weil Sehr ich glaube, also in der Nacht noch haben wir Flash Forward nämlich, also auch nochmal Shoutout an Flash Forward, die uns mit auf ihre Tour genommen haben. Danke, Flash Forward, falls jemand zuguckt. Dankeschön. Dankeschön, dass ihr an uns geglaubt habt. Und wir haben auf jeden Fall gewonnen bei dem Spiel beim Tourabschluss. Ich sag mal, Maria hat euch unter den Tisch gesoffen beim Skispringen. Das habe ich gestern wieder gespielt, aber das macht keinen Spaß mit Ossis, muss ich wirklich sagen. Also das Spiel ist mit Ossis, Leute. Westdeutschland. Ich rede hier nicht von Mauern oder so. Ich rede wirklich einfach nur, das ist anscheinend ein westdeutsches Spiel, wie ich mitbekommen habe, weil ich habe das gestern probiert und das kennt hier niemand. Wie heißt denn das Spiel? Skispringen? Skispringen. Ich kann das vorher auch nicht. Kennt das jemand hier? Haut mal in die Schreibt Kommentare. mal bitte in die Kennt Kommentare. jemand das Spiel Habt ihr Skispringen? schon mal Skispringen gespielt? Ehrlicherweise ist das 0 Corona-konform. Das ist absolut richtig und wir haben es aber einigermaßen okay. Also wir hatten ja alle kein Corona, sagen wir die so. Tour von Flash Forward, das war genau an dem Wochenende, wo es losging in Deutschland. Und da waren wir schon so ein bisschen, Glück gehabt. Ich weiß nicht, Manu, du bist ja dann direkt zurückgeflogen, ne? Ja, nach der Tour direkt, ja. Und in London war schon Action, oder? Nee. Das war Anfang März, 8. März oder so, da war hier alles noch relativ normal. Und das ging dann erst Ende März hier so los. Letzte Märzwoche. Ah, krass, okay. Ja. Und jetzt ist es auch relativ normal wieder im Vergleich zu Deutschland. Also ist schon krass. Ja. Also was heißt normal? Die Leute geben mir halt nicht so viel darauf. Ja. Ach krass, da kann man doch nur sagen, was sagen wir denn darauf? Wir gönnen ja mich noch gar nicht mehr. Oh, stimmt.
Und ich bin so, Okay, mittlerweile sind es echt viele Leute, aber meine Lieben, ganz kurz zur Verlosung nochmal. Geplant war, dass einer, der nichts kauft, was gewinnt und 5, die was gekauft haben, was gewinnen. Wir haben jetzt in der Überzahl natürlich Leute, die nichts gekauft haben. Das können wir trotzdem gleich machen, aber umso trauriger ist es wahrscheinlich dann, wenn wir das gleich auslosen, weil, also wir müssen mal checken, wie wir das machen. Also gerne, ihr könnt auch nur was Kleines wie ein Beanie. Haben wir überhaupt noch Beanies? Wir haben nicht mehr so viele. Wir haben nicht mehr so viele Beanies, aber auf jeden Fall habt ihr eine größere Chance, was zu gewinnen. Das sind die, die was gekauft haben, wenn ihr was gekauft habt vorher. Dann Mal kommt, checken. dann sagen wir jetzt so, wir verlosen einfach 2 CDs an die Leute, die nichts gekauft haben und 2 T-Shirts an die Leute, die was gekauft haben. Deswegen, das ist ganz einfach zu machen. Wir haben hier, ich hau das mal einen Zufallsgenerator. Achso, da kommt noch ein weiterer, der letzte, der auch nichts gekauft hat. Manu, erzähl du doch mal was, während ich hier einen Genau, Zufallsgenerator jetzt ist eure letzte Chance. Wenn ihr was gekauft habt, jetzt eine DM schicken mit Kaufbeleg. Jetzt gleich ist nämlich die Verlosung. So, Können die mal in die Kommentare schreiben, ob sie schon irgendwie die CD bekommen haben oder so? genau, das wäre auch mal interessant. Also tatsächlich hat mir meine Schwiegermutter in Spee gestern ein Foto geschickt, wie sie das bei Saturn gekauft hat in Bremen. Das Okay, fand ich aber die Vorbestellung meine ich jetzt. Amazon ist schon da. Okay. Ich glaube im Pericon nicht. Okay. So, ich check mal, wer jetzt noch... Ich glaube, wir haben jetzt alle drin. Wir haben jetzt So, genau, 10 können wir da alle reinpacken. so, ich hau jetzt erstmal die von den Käufern rein. Genau. Wir machen jetzt die erste Verlosung. Seid ihr alle da? Jetzt in den schönen Stream reinchecken. Alle, die gekauft haben. Okay, Haben wir 4 Leute jetzt drin. Deswegen, wir checken mal. wie geht denn das? Hier. Okay. Jetzt, Seid ihr bereit? ich kann das, Also die gewinnen kann ich jetzt. das kurz zeigen? Sieht man das? Ich würde nochmal nachträglich checken, was die gekauft haben, was sie gesagt haben. Hier, das ist, Genau, das wir ist haben ein eine Verlosung, Zufallsgenerator. wir machen es jetzt nicht. Wir haben, das sind die 2 CDs, die T-Shirts, die wir jetzt verlosen. genau, also ich gucke nochmal in den Chat rein, weil wenn die schon ein T-Shirt haben... Dann gibt auch ein genau. Beanie, T-Shirt oder Beanie, ist egal, ich drücke jetzt den Button. Und, oh, gewonnen haben Fominique, wenn ich das richtig sage. Dominique hat gewonnen Und Lars Denkwar. Lars Denkwar hat gewonnen. Schreibt uns bitte jetzt eine DM, ob ihr ein T-Shirt wollt, welche Größe ihr habt oder ob ihr ein Beanie wollt. Genau. Und eure Adresse im Idealfall. Zack. Und So. jetzt verlosen wir noch 2 Alben. Genau. Okay, Manu, du erzählst was, während ich diese Namen hier tippe? Ui. Das ist dumm. Ja. Das sind die T-Shirts, die nicht im Bundle sind, oder? Gut, sind die dass du das anderen dazu sagst. Ja, das sind die T-Shirts, die nicht im Bundle sind. Das sind die T-Shirts, die man auf future-palace.de zum Beispiel bestellen kann. Okay. Oh, Mhm. Maria, du schreibst ja eher so semi-ordentlich. Ich habe aber auch gerade das nebenbei geschrieben. Das ist jetzt echt... So, ich drücke jetzt den Button, ich zeige euch das nochmal. Achso, hier nochmal sieht man die beiden Gewinner. Guck mal, unsere andere Kamera. Oh, stimmt, Warte dafür mal. benutzt man die. Deswegen haben wir die ja an, unsere andere Kamera. Warte, die ist noch nicht an. Nee, sie ist an, aber ich muss jetzt. Zack. Unsere andere Kamera, Hier sehen wir sieht die man beiden? Ich war zu faul, die kompletten Instagram-Namen zu schreiben. Das sind die Kurzdinger. Genau. Und jetzt drücke ich den Zufallsmodus für die Gewinner der CD. Wer gewinnt unser Album? Gewonnen hat. Sag mal, ist das ein Instagram-Name? Oh Mann, da stand einmal Merch drauf. Nein, das gehörte zu dem Namen Ach dazu. so, okay, ich drücke nochmal. Und gewonnen haben. Lies das mal vor. Oh, da Gitching. Und, Da unterstrich Gitching. und das hier unten. Call me Sam now. Achso, hab ich falsch geschrieben. Satt? Ja, das ist unnötig. Also nochmal, gewonnen haben da Gitching und Call Me Sam Now. Call me Sam now. Ihr habt ein Album gewonnen. Bravo. Schreibt uns bitte da, wo ihr uns auch geschrieben Genau, habt. schickt uns eine die DM, Adresse. eure Adresse. Ihr habt ein Album gewonnen. Vielen Mega. Dank fürs Teilnehmen. Und, hatten wir noch zwei? Nö. Tourtickets. Ach ja, Wir haben noch Tickets verlosen. Tourtickets, die wir verlosen. Da hauen wir jetzt einfach alle Da waren rein. noch 6 Sachen, oder? Wir hauen jetzt Alle- alle rein, aber die schon gewonnen haben, ist Alle unfair, Namen. oder? Okay, alle, die noch nicht gewonnen haben. So, gewonnen hat schon Lars. Ja, achso, markiere das mal. Ich hab's nämlich schon wieder vergessen. Gewonnen hat Dagicing. Gewonnen hat Fomenik und Call Me Sam Now. So, jetzt nochmal eure letzte. Obwohl, Warte. packen wir einfach nochmal rein, ob das dann das Tourticket wird.
Gucken wir nochmal, weil vielleicht haben die das ja schon gekauft, weil da sind ja 2 bei, die was gekauft haben. Ja, aber dann kriegen die halt noch eins. Ist doch okay. Genau, wir checken das nochmal auf Instagram mit euch allen. Also keine Sorge, auf jeden Fall habt ihr was gewonnen. Zack, also ein Gästelistenticket geht an... Hast du schon gemacht? Ja. An Lieb wie Böse. Ihr habt ein Ticket gewonnen. Und an... Wie cool. Oh, Sabrina hat ein Tourticket gewonnen. Sünes the Ticket. Schreibe uns, auf welcher Stadt bei der Escape Tour, die übrigens im Ihr Januar und habt Februar ein Ticket in gewonnen. eurer Stadt stattfindet. Genau. Wir hoffen, dass ihr vorbeikommen könnt. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Wir sind jetzt auch schon durch mit unserem Skript. Ich glaube schon. Wir sind einfach durch. Wir haben auch ein bisschen länger gemacht als geplant. Vielen Dank, dass ihr so schön mitgemacht habt, dass ihr geschrieben habt. Ich hoffe, ihr freut euch über die Verlosung. Falls ihr nochmal Bock auf so einen Stream habt, dann gebt uns gerne Feedbacks. Hat uns sehr Spaß gemacht. Ich muss noch ganz kurz hier meinen Lieblingsbutton drücken. Da waren wir, weiß ich nicht wo. Und da gab es auch... Ja, da kommt uns gerade ein Bus entgegen. Das Ja. war das die Entschuldigung. Bus-Story, Manu. Und Da kommt uns ein Bus entgegen. da bleibt mir nur zu sagen... Thank you. Vielen Dank fürs Dank. Einschalten. Vielen Dank an Feiern alle, wir zusammen, die sich SK. unsere Songs angehört haben, digital, die unser Album gekauft haben. Vielen Dank an alle Leute, die diesen Stream geguckt Genau, haben. danke die nochmal an kommentiert Chris, an alle, die mitgemacht haben. Danke Manu, dass du jetzt über London mitgemacht hast. Vielen, vielen Dank. Und Bitteschön. Schreibt doch mal in die Dankeschön, Mann. Kommentare, ob wir sowas nochmal machen sollen oder ob Genau. wir lieber unsere Gesichter nicht mehr in Kamera halten sollen. Aber vielen Dank fürs Einschalten. Es hat ein bisschen Spaß gemacht. Hoffentlich. Wir sind froh, dass alles geklappt hat. thank you for our English viewers if you are still there. Ja. And if we do add subtitles. We later. try to add subtitles Exactly. within the next 1 or 2 weeks. Okay, wir verabschieden uns. Das war Future Palace. Wir sehen euch auf Tour. Wir sehen uns für unser nächstes Album. Wir sind raus. Stay Vielen Dank. tuned. Wir lieben euch. Ciao. Tschüss. I feel so suffocated, all this anger and this hatred against my agitator. Act just like a mind dictator. His words weigh heavy in my head. His civics cannot be estimated yet.